Wir sind in Hamburg, das Miniaturwunderland und ja, ich sag mal, Tausende von Leuten waren schon mal hier, Hunderttausende, Millionen. Du hast eine Übersicht, hallo Jesko. Hi. Ja genau, wir haben 1,4 Millionen Besucher, also vor Covid immer im Durchschnitt gehabt, also das war unser Rekord. Und jetzt führe ich euch mal kurz durchs Wunderland, das dauert wahrscheinlich 2 Stunden, würde ich sagen. Wir werden sehen, ja. Also wir machen notfalls noch einen Cut, so ist es. Es gibt einiges zu sehen. Ihr habt wann angefangen mit dem Projekt? Mit dem Projekt haben wir 2001 angefangen, beziehungsweise 2000 angefangen zu bauen und am 16. August 2001 haben wir dann eröffnet. Und genau, die erste Million haben wir dann 2003 an Besuchern geknackt. So, ich zeige es mal gerade. Das ist der Eingang. Es sieht so unspektakulär aus. Das heißt, das Haus selber, ich sag mal von draußen, sagt man, das hat natürlich eine gewisse Größe, gar keine Frage. Aber ihr habt da wie viel Quadratmeter Eisenbahn? Also wir haben eine Fläche von 1500 Quadratmeter und 45 Metern, also Quadratmetern. Ihr nennt das auch Wunderland, Miniaturwunderland. Das sind nicht nur Eisenbahnen, gell? Es ist eine Modelleisenbahn, so haben wir ursprünglich angefangen und tatsächlich auch ganz viele Fans natürlich gibt es in Deutschland, die sich mit eine Kellereisenbahn haben. Darum haben wir das auch hier tatsächlich in der Speicherstadt gemacht, weil es so ein bisschen auch diese Kelleratmosphäre hat. Das Gute ist natürlich, dass wir jetzt auch hier die Hafen City haben seit ein paar Jahren. Das heißt, mehr Touristen und das Ganze ist jetzt auch, gerade die Speicherstadt hat ja so einen Flair. Das ist ja so auch Weltkulturerbe seit 2017 und genau. Die Elbphilharmonie ist hier fußläufig, gell? Die Elbphilharmonie, das sind, vermute mal so 5 Minuten vielleicht, 600 Meter. Ja. So, wir machen mal eine Tour. Also für alle, die kommen, ihr müsst selber das erleben, denn wir können noch so viel zeigen. Es gibt Leute, die bleiben da stundenlang stehen, oder? Ja, richtig. Also wir haben, man sagt so, dass wir im Durchschnitt ungefähr vielleicht 3 Stunden bis 4 Stunden braucht, wenn man sich wirklich in Ruhe das angucken kann. Aber natürlich hat man dann noch nichts gesehen. Also es gibt Leute, die wie beispielsweise irgendwie 3 Monate bei uns arbeiten und immer noch nicht irgendwie alles kennen. Oder selbst ich erblicke heutzutage auch nach 7 Jahren. 7 Jahre bist du schon dabei? Ja, seit 7 Jahren arbeite ich jetzt hier im Wunderland als Kameramann und Cutter in der Kreativabteilung. Und erblicke ich auch noch Szenen, die ich noch gar nicht kannte. Und hier und da mal entdecke ich mich, dass ich auch denke, so wow, das habe ich noch nie entdeckt. Lustige Szene. Echt? Cool, ja. Genau. Ihr habt unglaublich viele Leute, die bauen. Ja, das ist also auch so. Das heißt, ihr seid laufend am Bauen, oder? Wir sind tatsächlich, ja genau, wir bauen jetzt die ganze Zeit. Jetzt haben wir auch noch eine Fläche drüber. Wir haben uns jetzt ja vergrößert. Sprich, wir haben nochmal 3000 Quadratmeter zubekommen. Und sind die ganze Zeit natürlich am Bau mit 360 Mitarbeitern. So, ich zeige das mal gerade. Hier ist 2G Plus im Moment. Das Ganze, ich sag mal, ist das jetzt von der Stadt Hamburg oder wie muss ich das verstehen? Ist es privat? Ja, das Ganze genau, wir haben das privat, es ist ein Museum, kann man so sagen, aber es ist eigentlich schon mehr, es ist ein Veranstaltungsaufenthalt, eine Anlage, eine Modellfläche, die von Frederik, Gerrit und Stefan gegründet wurde. Also ist also nicht von der Stadt Hamburg. Genau, das heißt, das ist privat organisiert. Es kommen wirklich viele Besucher her, aus der ganzen Welt, oder? Ja, tatsächlich kommen natürlich die meisten, das kann ich euch oben auch nochmal zeigen. Die meisten kommen aus Deutschland, aber es kommen auch viele aus Amerika oder China. Wir haben eigentlich aus jedem Land, wir zählen ja jeden Gast, haben wir Leute. Ich kann euch das mal zeigen später. Bitte, zeig mal. Also das ist der Eingang, hier geht's durch. Üblicherweise ein bisschen Wartezeiten manchmal, oder? Ja, tatsächlich, unser Rekord liegt bei 6 Stunden Wartezeit, dass Leute 6 Stunden im Warteraum gewartet haben. Da gibt es halt Getränke, also ich weiß jetzt gerade nicht, wie es tatsächlich jetzt da ist, aber normalerweise gibt es Getränke und Waffeln und die Getränke sind sogar gratis oder kostenlos. Krass. So, wir gehen mal ganz kurz durch. Da haben wir es drauf. Die Getränke bei der Wartezeit natürlich, wenn die da 6 Stunden stehen, damit die auch nicht umkippen. Aber das ist eher selten oder ist das so die Regel? Nee. Also die Regel ist, also je nachdem, wenn die Leute nicht vorher gebucht haben und einfach so vorbeikommen, kann es schon sein in den Ferien, dass man 1-2 Stunden wartet. Aber jetzt gerade zur Corona-Zeit sind die Wartezeiten wesentlich kürzer. Warte mal ganz kurz. Ihr habt auch so einen Fanshop quasi, oder? Kein Kommentar. Das ist Wahnsinn. Also das ist tatsächlich,
ja, Souvenirshop. So, ne? Also gerade Frederik, also einer der Chefs, der ist... Ach, ist das schön hier. Das ist so ein bisschen sein Hobby, muss man sagen. Er steht auf Krimskrams, muss man mögen. Ich finde das total genial. Das ist so ein bisschen heile Welt, oder? Das kann sein. Also ich muss leider sagen, es ist mir ein bisschen zu viel alles immer. Aber wir leben davon, die Leute mögen gerne am Ende was mitnehmen aus der Stadt, ist ja logisch. Oh, das ist ziemlich cool. Ja, das heißt, es gibt ja alles über Hamburg, quasi auch die Abzeichen, die Wappen, alles was es gibt, Bücher, oder? Ja, die hier zum Beispiel finde ich ganz witzig. Die haben wir in der Kreativabteilung selber entwickelt. Ja. Das ist immer ganz lustig, so Höhle des Löwens, beitreten auf eigene Gefahr. Stark. Also, und Namen. Ich habe ganz viele Namen da. genau, die Namen. Okay, Johanna. Sehr schön. So, und dann geht's hier rein in den Eingang, oder? Ja, genau, dann gibt's zwei. Wir haben, das nächste ist das 3. Obergeschoss. Ihr habt ein Restaurant. Ein Bistro haben wir auch, klar. Also es gibt hier ein Bistro, da seht ihr hier beispielsweise auf der linken Seite das sind ICE. Echt? Abteile? Stühle haben wir damals bekommen von denen. Und dann haben wir es hier ein bisschen mehr so auf dem, sag ich mal, so einen amerikanischen 50 Jahre Diner-Look. Und da hinten ist auch noch ein bisschen, also wir haben so drei kleine Bistros quasi, oder Bistro-Essbereiche. Und es gibt Pasta hier und also die meisten stehen tatsächlich auf Currywurst mit Pommes. Weil die Leute kommen ja hier als Freizeitaktivität und dann gönnen die sich auch mal ein bisschen was Fastfood-mäßiges. Aber eine Pastastation hatten wir jetzt vor Corona, das war so für die Leute auch, die hier leben, wohnen, arbeiten, eigentlich so das Highlight. Aber das kommt jetzt wieder mit der Zeit. So, ich gehe mal hoch. Also das ist ja nicht nur was für Kinder hier, ne? Nee, es ist für die ganze Familie, gerade für kleine Kinder, große Kinder. Ja. Das ist Wahnsinn. Das heißt, du weißt natürlich genau, wo es lang geht. Das kann ich so langsam verstehen, wenn du 7 Jahre hier bist und du hast nicht alles gesehen vielleicht, oder? Ich kann euch ja erstmal das zeigen, was ich gerade eben erzählt hatte. Ja. Weil das ist immer ganz interessant für die Leute, die mal sehen, wo so einen Überblick haben wollen, wer woher kommt. Wir hatten ja letztes Jahr tatsächlich im August, also am 16. August sind wir ja 20 Jahre geworden. Und ein paar Tage danach hatten wir den 20 Millionensten Besucher hier. Sag mal, wie kommt ihr an die Daten ran, dass ihr wisst, wo die herkommen? Ist das von der EC-Karte? Also es ist so, dass man ganz am Anfang, wenn man als Gast hier reinkommt, wird man gefragt, ja, dürfen wir wissen, wo sie herkommen? Dann die meisten Leute sagen tatsächlich, aus welchem Bundesland sie kommen beispielsweise. Und es gibt natürlich auch ein paar hier Unknown, ne? Aber... Die dann sagen, ich sag nicht, wo ich herkomme. Ihr habt ja 20.394.000 Besucher, oder? Genau, 20.394 Besucher. Die letzten Leute, die kamen, war das Tonga oder Trinidad Tobago? Einer von den beiden, das waren auf jeden Fall, den haben wir dann mit einem Korb gratuliert, als wir den hatten, weil dann hatten wir unsere Karte voll. Ja. Ich gucke überlegt gerade, was das war, aber ich glaube, es war Tonga. Was natürlich cool ist, ihr habt bei Facebook 1,5 Millionen, demnächst 1,6 Millionen Fans. Ja, das stimmt. Das ist groß, oder? Unser Facebook-Kanal ist groß. Gerade auch, was die Zielgruppe betrifft, würde ich sagen, dass sie, ja. So, also genau, jetzt ist die Frage, womit wir starten. Es gibt die eine Möglichkeit, da hinten sieht man die Werkstätten, da könnten wir als letztes auch noch reingehen. Jetzt sind halt noch ein paar Leute da. Ja. Die vielleicht noch arbeiten. Ach, hier die ganzen Celebrities. Hier haben wir die ganzen Stars. Ja, der Jauch. Also zum Beispiel ich als Filmemacher war begeistert, als Fatih Akin hier war und auch Woody Allen. Oder auch Bjarne Mädel, der war so super sympathisch, das ist echt ein richtig cooler Typ. Also genau. Der ist so wie im Film, ist auch in echt. Tatsächlich, oder Otto. Ja gut, Otto kannte ich auch schon vorher, aber der ist tatsächlich auch so einfach ein super lustiger Typ. Und auch einfach nicht abgehoben. Und davon gibt es einfach, genau, die ganzen Leute, die hier zu Gast sind. Also wenn sie fotografiert werden wollen, wir hatten auch schon Stars bei denen, die das dann eher nicht so groß an die Glocke hängen sollten, aber... Die kommen aber nicht, weil die jetzt irgendwie Promotion für euch machen, sondern die waren da, weil sie interessiert. Genau, Katy Perry war zum Beispiel nach dem Konzert hier, da waren wir alle aus dem Häuschen. Die hat uns auch nicht vorher angekündigt, viele kündigen es auch an, aber ja genau. Also manche nicht, manche ja und ja. Die Helene, guck mal hier.
Genau, da hatten wir mit ihr eine riesen Aktion, so eine Herz für Kinder Aktion. Da gibt es später kann ich auch nochmal zeigen, in der Sonderausstellung, da gibt es so ein Helene Fischer Stadion, also sprich Olympiastadion in Berlin. Da gab es immer die Möglichkeit für 10 Euro eine Figur zu kaufen. Und da hatten wir 50.000 Figuren und mittlerweile sind es, glaube ich, noch ein bisschen mehr geworden. Jetzt zum Beispiel haben wir am Sonntag eine Kabel 1 Doku gehabt und haben über dieses Helene Fischer Stadion berichtet. Und da haben wir an einem Tag 10.000 Figuren nochmal verkauft. Und das geht alles dann also Spendenaktionen. Genau. Ja. Okay. So, jetzt wird es spannend. Du musst mich jetzt mal aufklären. Ich war noch nie hier. Da vorne steht EDV, also habe ich gesehen. Ist die Frage, wie wir anfangen. Wir könnten chronologisch anfangen, dass wir mit den ältesten Abschnitten anfangen. Gerne. Und dann gehen wir weiter bis Rio. Rio ist quasi der neueste Abschnitt. Okay, gerne. Du gehst vor? Ja, dann gehe ich mal vor. Spannend. Jetzt könnt ihr mal erleben, für jemanden, der schon 7 Jahre da ist, der überlegen muss, wo fangen wir an. Das ist Wahnsinn. Und es gibt ja viele Wege hier. Das heißt, gibt es auch Leute, die sich jemals hier verlaufen haben? So praktisch Lost and Found, der kleine Tim? Ja, das kommt natürlich häufiger sogar vor. Ich vermute mal sogar täglich. Also ja, durchgerufen wird es, weiß ich nicht genau. Also ich schätze mal wöchentlich ein, zwei Mal wird es durchgerufen, aber sonst kann man sich auch hier vorne am Leitstand zum Beispiel melden. Das ist der Leitstand? Das ist der Leitstand, da können wir auch jetzt sonst einmal hingehen. Na, ihr habt einen Leitstand? Wir haben einen Leitstand wir haben sogar 2 Leitstände mittlerweile, einen in dem neuen Abschnitt im Rio und das ist hier der alte, aber also trotzdem modernisierte Leitstand. Vor einem Jahr wurde er quasi ganz neu gebaut. Ja, gebaut. So, können auch sonst mal jemanden da fragen, der die Züge steuert oder so. Hallo. Das ist total spannend, denn ihr habt doch Kameras hier drin, ihr habt selbstfahrende Autos, und zwar nicht nur eins, sondern ich glaube 1000, oder? Nee, fahrende Autos haben wir tatsächlich 270 fahrende Autos. So, und da vorne sind... Von den Zügen sind es 1120 Züge und nochmal 10.000 Waggons. Richtig. Und hier wird halt alles überwacht. Ich glaube immer, ich weiß gar nicht, wie viel hat jeder immer pro Abschnitt? Immer eine Person? Sonst kommen wir mal kurz einmal zu dir rein. Ja, genau. Cool. Oskar, komm mal mit. Hallo, ich bin der Sven. Hallo, ich bin der Christopher. Sag mal, was ist das hier? Was sieht man hier? Hier sieht man aktuell ein schwarzes Fenster, aber ansonsten haben wir hier ganz viele Gleisbilder, die wir uns alle aussuchen können. Und dann können wir auf die einzelnen Züge zugreifen, können wir uns einen Zug schnappen und den theoretisch im Handfahrpult dann fahren. Aber die Software übernimmt das für uns, weil 300 Züge gleichzeitig fahren wird für 5 Leute etwas schwierig. So, 300 Züge. Was hast du gelernt? Du warst bei der Bundesbahn. Nee, ich war beim Obi, also im Baumarkt quasi. Ich habe Einzelhandelskaufmann gelernt und Okay. ja. Du bist der Zugführer. Bin jetzt Lokführer, genau. Sag mal, oben das Bild, ist das live aus der Lok? Nee, das haben wir aufgenommen. Theoretisch könnten wir das live machen, das ist auch der Plan. Ja. Müssen wir nochmal an der Umsetzung ein bisschen gucken. Das ist genial. Ist das ein Traumjob für dich? Auf jeden Fall macht es Spaß. Ja. Und Traumjob weiß ich nicht, aber ich glaube, es gibt keinen Job, wo man so viel Spaß hat hier. Ja, das glaube ich dir. Ja, die Leute, die wollen ja hier arbeiten. Ihr habt wie viele Leute beschäftigt? Wir haben derzeit 360 Mitarbeiter. 360? Ja, aber davon sind nicht, für den täglichen Betrieb sind ungefähr 100 bis 130 da. Davon sind ungefähr 30 Modellbauer und 30 Elektroniker bzw. Mechatroniker und Techniker, die auch für die Beleuchtung zuständig sind oder für die Knopfdruckaktion. Und, so, ich nehme an, die Anlage zieht auch ein bisschen Strom, oder? Ja, genau, die zieht sehr viel Strom. Das ist eigentlich ein schwieriges Thema, aber am Tag verbrauchen wir, glaube ich, so viel wie ein Einfamilienhaus im Monat, war das so? Im Jahr. Im Jahr. Ein Jahr. So 200, 205, es geht ja noch. Also ich muss dazu sagen, wir betreiben ja Videowände im Saarland. Die sind deutlich stromfressender, wie es da ist. Ihr habt ja LED-Technik im Einsatz, aber es macht den Leuten eine Höllenfreude, oder? Auf jeden Fall. Also die Leute sind auch immer ganz fasziniert und denken auch, das wird hier richtig viel Strom fressen, aber das meiste, was hier im Haus Strom frisst, ist die Klimaanlage und die Fritteusen. Ja. Die Fritteuse? Die Fritteuse, die Küche hat am meisten Stromverbrauch und dann kommt erst die Anlage. Ach, witzig. Stark. So, ja. Was sind denn so die gängigsten, witzigsten Fragen, die ihr immer zu hören bekommt am Tag? Die spielen ja hier nur den ganzen Tag und ja, guck mal, die fahren hier live die Züge, ne, wenn sie das Video sehen. Gestern. Achso, ihr spielt? Ja, genau, wir spielen dann. Ne? Und ja, vorgestern wurde ich von einer kleinen
Dame angemeckert, ich solle die Züge doch nicht anfassen. Ich mache alles kaputt. Dann habe ich ihr erzählt, dass ich hier arbeite und dann meinte sie, ach so, ja. Sag mal, die Software, haben die selbst geschrieben, weißt du das? Die Software kann man kaufen. Kann man kaufen. Genau, das ist Railware, nennt sich das. Die gute alte Railware. Genau. Nee, kann man tatsächlich so. Und aber die Flughafen von Gerrit? Flughafen ist mit Delphi programmiert und das kann man nicht kaufen. Okay, Delphi, verstehe. Ja, ihr habt hier diverse Leitstände. Ja, wir schauen uns am besten mal so eine Bahn an. Erstmal dir vielen Dank. Ja, danke auch. So, und dann noch viel Spaß bei deinem Kaffee. Ich nehme an, die gibt es auch draußen zu kaufen, die Tasse, oder? Ja, klar. So, super. Da ist auch kein Wodka drin, oder? In der Flasche. Getan, ne? Als Wasser hier. Als Wasser. Genau. Sehr schön. So, auf geht's. Jo. Spannend. Tschüss. Ganz viele Mitarbeiter. Hier Ladestation fürs Handy. Und ja, das ist so eine Bahn. Wir gehen aber erst mal weiter, gell? Ja, er parkt die Jacke. Guck mal hier, Oskar. Habe ich schon längst fotografiert. Wahnsinn. Wenn du noch konkretere Fragen hast bezüglich des Leitstands, das ist gerade der Leiter vom Leitstand, den kann ich auch kurz einmal quatschen. Weißt du was, wir kommen später nochmal wieder. Ich weiß halt nicht, ob er dann noch da ist, aber gut, okay, machen wir so. Ja, kriegen wir hin. Also ich denke, ich muss sowieso nochmal wiederkommen irgendwann mal. Ja. Weil es gibt so viel zu sehen. Du hast mir zu mir gesagt, da langt 4 Stunden Minimum, oder? Ja, 4 Stunden ist tatsächlich Minimum. Also zumindest, wenn du Detailverliebtheit magst und so diese Detailgetreue, dann sollte man schon ein bisschen länger sein. Man muss auch vor allen Dingen das Auge ein bisschen wandern lassen, damit man erstmal so ein bisschen diesen Eindruck gewinnen kann und diese ganzen Spielereien, die wir haben. Ne? Also das ist ja so viel Liebe im Detail und diese Szenen, da stecken ganz viele Sachen immer dahinter, da muss man erstmal gucken und wenn man so ein flüchtig einfach nur lang geht, dann merkst du gar nicht, wie verspielt das Ganze ist. Ja, man sieht das hier so, die kleinen Figuren, die da sind, da werden immer Storys erzählt, so klein, oder? Ja, also oftmals ist es so, dass wir gerade an der Anlagen, an dem vorderen Bereich, dass wir da natürlich ein bisschen mehr, sage ich mal, die lustigen Szenen haben oder diese prägnanten. Aber bei uns ist es aber auch wirklich so, dass wir selbst nach hinten raus auch dort versteckte Szenen sind und so. Also selbst hinter der Anlage gibt es Sachen und auch in den Häusern teilweise drin. Also so was man dann denkt, hey, seid ihr verrückt, warum baut ihr das? Sieht kein Mensch, warum baut ihr was in den Häusern? Und auch da haben wir Sachen drin. Also bei uns kann ich euch nachher mal am Flughafen zeigen, das ist witzig, dass so ein Terminal, wenn man den aufklappt, da stehen einfach Leute drin und das ist eine ganze Szenerie, das sieht aber niemand. So, und das sind die Autos, die fahren mit Batterie, mit Akku? Das läuft alles über, also die haben natürlich einen Akku, eine Ladestation, kann ich euch auch später nochmal sonst zeigen. Da haben wir 3 Stück, jeweils, wir haben ja 3 Casesysteme, die laufen über eine Magnetspule, siehst du ja. Genau, und dann... So, und jetzt ist dunkel auf einmal? Noch kurz zu den Autos. Auf jeden Fall, das ist so, dass die Autos, wenn sie leer sind, dass sie dann selbst eigenständig zu den Ladestationen fahren. Und jetzt ist es natürlich, ja genau, jetzt ist Warte, ich mach mal das Licht aus, dann kann man ein bisschen besser... Jetzt ist es dunkel, wir haben das so simuliert, das Ganze ist ja hier im Maßstab 1:87 und so ist auch der Maßstab der Nachtsimulation, sprich vom Hellen zum Dunkeln. Das sind insgesamt ist ein Wunderladentag 15 Minuten und davon ist 3 Minuten ungefähr die Nacht. Stark. Ihr habt doch Reisebusse, habe ich gesehen, die hier fahren. Das Leben Genau, wird das ist jetzt abgebildet. hier Knuffing. Das ist, also wir haben 3 erste Abschnitte, die wir 2000 begonnen haben zu bauen. Das ist einmal Knuffing. Erzähle ich euch gleich noch, wie es zu diesem Namen kam. Dann einmal Österreich und Mitteldeutschland, also Zentraldeutschland soll das so ein bisschen widerspiegeln, so den Harz oder so in die Richtung. Und Knuffing heißt die Stadt, weil damals, das ist eine lustige Geschichte, einer der beiden Gründer, oder es sind ja 3, aber einer der beiden Zwillinge, sagen wir mal so, Frederik und Gerrit Braun, also sprich der Gerrit, der auch ein eigenes Format hat, das heißt Gerrits Tagebuch, das ist ganz bekannt mittlerweile auf YouTube. Der hat hier sehr, sehr lange Nachtschichten gemacht, sodass er teilweise 80 Stunden die Woche gearbeitet hat und seine Frau war so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen sauer gereizt und dann hat er ihr zuliebe diesen Abschnitt, weil er sie immer als Spitzname Knuff nennt oder genannt hat, ja, der ist dann gesagt, okay, dann nenne ich doch die Stadt Knuffing. Da war sie natürlich auch schon gerührt, ja klar. Toll. Also, das heißt, ich fasse mal zusammen. Es gibt nicht nur Eisenbahnen, es gibt ganz viele fahrende Autos. Es gibt wahrscheinlich Es gibt Züge, Schiffe, es gibt Flugzeuge,
Ganz viele Knopfdruckaktionen, weil wir gedacht haben, irgendwie muss ja auch der Mensch, also die Gäste müssen ja auch irgendwie ein bisschen interagieren mit der Anlage. Und so gibt es, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber ich glaube so 230 Knopfdruckaktionen, so um die 230. Sag mal jetzt mal eine Frage, Mann. Ja. Ja, kannst du gerne drücken, klar. So, der Oskar drückt mal den Knopf. Ist das schön hier, Oskar? Der rüttelt da hinten, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Also es gibt ein paar kleine, das ist jetzt nur so eine kleine Spielerei. Es gibt aber auch so richtig große Knopfdruckaktionen, wie beispielsweise die Elbphilharmonie. Die habt ihr auch schon? Ja, genau, die haben wir ein paar Jahre vorher, als sie fertiggestellt war, gebaut und dann auch eröffnet sozusagen bei uns in der Anlage. Die wurde zeitgemäß fertig dann quasi. Richtig, genau. Sehr schön. So, ihr habt laufend irgendwelche Szenen. Da vorne war jetzt ein Verkehrsunfall, der da war. Hier ist zum Beispiel, ja, da wartet so ein Bus, ein Polizeibus. Ja, da haben wir so eine Demo. Ich glaube, es ist eine Arbeiterdemo gegen, ich weiß nicht genau, die Szenerie ist mir jetzt nicht ganz bekannt, aber darum geht es, glaube ich, in der... Stark. Hier vorne ist ein Güterzug, der wartet auch. Das heißt, im Moment warten ein paar Züge. Das ist normal, oder? Das ist ganz normal. Das ist ja auch im echten Leben so, dass die Züge teilweise einfach Stoppstellen haben oder beziehungsweise dann... Es wird jetzt heller, kann das sein? Es wird jetzt wieder heller. Die Dämmerung fängt an und dann ist es gleich wieder hell. Es fängt bei uns immer so an, also das ist nicht überall jetzt gleichzeitig dunkel, sondern es fängt bei uns in Italien an, also unten in Rom. Und dann läuft es langsam über die Schweiz zum Flughafen, nach Knuffing, Mitteldeutschland, Hamburg, USA, nach Skandinavien. Und ich vermute mal sogar dann nach Rio, aber das Rio ist ja auf der gegenüberliegenden Seite des Fleets. So, jetzt lass mal schauen. Also das war jetzt Knuffing. Knuffing. So, jetzt geht's in die Schweiz. Jetzt geht's nach Österreich. Schweiz kam erst ein paar Jahre später. Genau, das ist Österreich. Hier haben wir eine ganz besondere, das finde ich ganz cool, das ist ein Eisstadion, das ist auch relativ neu, das hat Gaston, der auch von Anfang an dabei war, mittlerweile ist er jetzt seit ein paar Monaten in Rente, das war so sein letztes Projekt, es ist ein bisschen auf 100 Wasser, was heißt ein bisschen, es ist auf 100 Wasser, das ist einer seiner Lieblingskünstler, sage ich mal so, und hier spielen ich kenne mich leider nicht mit Eishockey aus, es ist aber einmal die Bären, was ist es denn? Red Bull, die Red Bull. Mobile. Warte, ich fahre mal gerade das Tele ein bisschen ran. Dann wird es für mich einfach. Gegen die spannend, da vorne Red steht so ein... Stiere, ich habe keine Ahnung, die heißen auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ganz cool. Sag mal, hier diese Menschen, die drin sind, habt ihr die selber gebaut oder kann man die kaufen? Ja, es gibt tatsächlich ganz viele Sachen zu kaufen, da haben wir auch viele Figuren, das zeige ich euch in der Modellwerkstatt nachher mal. Da haben wir fast alle Figuren, die es gibt, und dann bauen wir natürlich auch Sonderfiguren. Also wenn es das nicht zu kaufen gibt, dann gibt es tatsächlich Figuren hier, die beispielsweise Super Mario, der Warner, wie heißt denn einer von den Super Marios, ja. Da hat die eine Figur 8 Stunden gebraucht. Oder es gibt auch einen Indianer, die zeige ich euch später mal. Das sind so die aufwendigsten Figuren, die wir hier im Hause haben. Hier ist zum Beispiel so eine Szenerie, das sind so die ganzen alten Berufe, und hier einmal gegen das Bienensterben, auch so ein bisschen kritisch, haben wir auch manchmal ein paar Szenen hier. Okay. Ich habe eine Burg entdeckt, da ganz da drüben. Ah, guck mal, da vorne, da sind Kühe, die hochgetrieben werden. Oder runter. Ja klar, typisch Österreich. Da vorne sind wir. Also das ist so ein Teil des Systems, das heißt, du musst genau hinschauen. So eine Art Wimmelbuch, oder? Ja, das sagen viele. Das versuchen wir, also bei den alten Anlagenabschnitten ist es auch so wirklich, dass es wie ein bisschen mehr Figuren sind, dass man das manchmal gar nicht, das Auge viel zu viel reizt, das ist ein bisschen überflutet. Das ist auch noch so gewollt, aber bei den neueren Abschnitten ist es ein bisschen weniger geworden, weil wir es noch realistischer machen wollten. Und das unterscheidet so auch ein bisschen die alten und die neuen Abschnitte. Hier haben wir immer das Pitztal. Das war auch ganz cool, die Leute waren auch hier, die kommen dann auch teilweise dann extra vor Ort, dann bauen wir das mit denen zusammen, kriegen die Pläne mittlerweile. So war es auch in der Stadt, beispielsweise Monaco, da haben wir die Pläne von der Stadt bekommen und können dadurch sehr authentisch dann Sachen nachbauen. Ich zeig mal gerade die Wolken, die da drauf sind. Genau, die Wolke ist ja phänomenal, oder? In der Nacht donnert die auch. In der Nacht donnert die. Genau, und da hinten haben wir auch so ein paar Nucky Dice, die
Piste da runterlaufen. Spannend. So, ich zeig mal gerade hier vorne, ihr habt ganz viele Gleise. Du weißt wahrscheinlich die Gesamtlänge der Gleise. Die Gesamtlänge der Gleise kann ich dir, muss mal kurz einmal gucken, ich weiß es aus dem Kopf nicht, beziehungsweise die ändert sich halt immer ganz schnell. Wir haben jetzt ja gerade einen Abschnitt neu eröffnet. Die Gesamtlänge der Gleise müsste, warte mal, also der längste Zug ist auf jeden Fall 14 Meter und 51 Zentimeter lang und die Gleislänge ist mittlerweile genau 16 Kilometer und 138 Meter. 16 Kilometer Gleise. Ja genau, das ist der... Kilometer, genau. So, der längste Zug ist wie lang? Der längste ist 15 Meter und ein paar zerquetschte. Mal hier, 14,51 Meter. Da sind auch Leute, die am Hochgehen sind. So. Genau. Ist das Märklin oder kann man das gar nicht sagen? Also wir haben, da müssen wir natürlich gleich mal zu der Lokwerkstatt oder zu dem Leiter des Leitstands, der Bahntechnik. Das sind so die Leute, die wir ansprechen können bezüglich dessen. Wir haben Märklin, Rocco. Das sind so die, je nachdem, was wir brauchen. Also es gibt manche hier sind 2 Leiter, manche 3 Leiter. Und, Ihr habt alles. So. Das wird ja auch digital mittlerweile betrieben. So, Knuffing, da waren wir. Das waren jetzt die praktisch ältesten Abschnitte und jetzt gehen wir in die neueren. Genau, jetzt gehen wir, beziehungsweise jetzt kommt nochmal ein älterer Abschnitt, das ist Mitteldeutschland, was ich eben schon meinte. Ja. Da haben wir aber eine Kirmes, die sehr, sehr aktuell ist. Also die ist, glaube ich, so um die 1,5 Jahre alt. Oh, Wahnsinn, ich sehe sie schon. Die muss man sich natürlich bei Nacht unbedingt angucken, dann hat das Ganze noch eine größere Wirkung. Ja, zumal ja auch die Kirmes bei Nacht immer da ist und da sind die Kinder, die sind komplett hier jetzt, oder? Ja, und wenn man es genau riecht, hat man so einen Popcorn-Geruch jetzt in der Nase, wenn der gerade angeklickt wurde oder ausgelöst wurde, der Knopfdrücker. Boah, ist das schön. Ja, hier haben wir eine Wildwasserbahn, die auch ganz cool ist. Warte mal kurz, Aber da bin fahren gleich bei dir. ja. Da fahren gar keine Flöße. Sag mal, das hier ist doch gar nicht zu beschreiben. Die Leute, die hier sind, die das bauen, die sind doch niemals erwachsen geworden, so richtig, oder? Nee, das ist wirklich so. Es ist auch, glaube ich, ein Einstellungskriterium, dass man merkt, dass er verspielt ist, verrückt irgendwie so. Und wir sagen immer, das ist so ein Spielfeld für Riesenkinder quasi, ne? So, Wonder Race, komm, ich zeig mal gerade hier vorne Ein Spielplatz besser gesagt. die Pirateninsel, die ihr gemacht habt. So, jetzt riechst du es, ne? Den Popcorn-Geruch? Ja, absolut. Genau, hier, warte mal, können wir einmal kurz anstupsen, dann siehst du ihn nochmal. Genau, es ist echtes Wasser, das war uns halt ganz wichtig. Ja, Es läuft. aber da sind auch welche gerade daneben gesprungen. Das ist das Problem bei Echtwasser, dass sowas natürlich dann nicht ganz reibungslos läuft, sage ich mal so. Hier, stellen wir es mal hoch. Ja, das ist nur falsch rum. So, das heißt, ihr habt Woran aber liegt Leute, die das dann... Dass der Kopf vorne ist. Achso, tatsächlich, hast du recht. Der Oscar hat's erkannt. Also, drück ihn noch mal den Knopfdrücker. Oder? Weiß ich nicht. Ja, an dem Wasser. Lässt sich gerade nicht drücken. Genau. So, das ist so. Das heißt, ihr habt eine Achterbahn, ihr habt... Die Achterbahn, genau, das ist das Problem, das ist gerade noch, die gibt es so zu kaufen, aber die ließ sich nicht so umbauen, dass sie im Dauerbetrieb lange hält. Also sie fährt ab und zu und da bauen wir tatsächlich gerade eine eigene Achterbahn, ganz komplett im Eigenbau. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, wenn es im Dauerbetrieb halten soll, oder? Ja, klar, die Sachen, die du als Modell kaufen kannst, die Motoren sind natürlich ganz anders und die halten nicht lange. Schau mal hier vorne. Ich glaube, wenn wir jetzt so weitermachen, brauchen wir 10 Stunden, oder? Nee, das geht, glaube ich. Das geht. So, Also momentan sind wir noch ganz gut bei der Zeit. Oskar, was siehst du? Ich sehe, dass das Rad hier durch Zahnräder betrieben wird. Durch Zahnräder? Ja, wenn du da ganz nach unten guckst, ein bisschen. Ist doch Zahnräder, oder nicht? Ja. Das ist alles Handarbeit, gell? Ja, das meiste ist davon Handarbeit tatsächlich. Können die Leute eigentlich zuschauen, wenn das gebaut wird, oder sind da so riesen Vorhänge? Nee, das ist bei uns so, dass es also gerade Modellbau und Elektronik, da können die Leute zuschauen. Bei der Lokwerkstatt ist es oder im K-System ist es nicht so. Also wenn kaputte Fahrzeuge repariert werden, das ist
Da kann man nicht dann zugucken. Da kann man nicht Bei dem zugucken. anderen schon. Es ist Laufen was zu machen. Das heißt, das hier ist praktisch wie im echten Leben. Es geht immer ein bisschen was kaputt, oder? Ja, also es geht tatsächlich viel kaputt, vor allen Dingen in den Kita-Tagen. Also wir haben ja immer zwischen November und Dezember, manchmal sogar glaube ich noch im Januar, Kita-Tage, dass die kleinen Kinder hierher kommen aus den ganzen Kindergarten im Norden von Deutschland. Und da ist es meistens so, dass nach den paar Wochen dann immer 10.000 Figuren neu aufgeklebt werden, weil die sich als kleines Souvenir nach Hause das gern mitnehmen oder irgendwie aus Versehen abbrechen oder keine Ahnung. Das wollte ich gerade fragen, aber es ist nicht so, dass hier die Leute irgendwas kaputt machen, praktisch vorsätzlich. Oft sind es kleine Kinder, oder? Nee, das kann man nicht sagen. Also da ist es halt so, dass das eine riesen Menge an kleinen Kindern ist, aber ich glaube nicht, dass man da differenzieren kann. Also gerade wir haben ja so viele besondere Figuren. Einmal das ist der Superman, der ist in der Schweiz, das ist die Figur, die am meisten entwendet wird, sage ich mal so. Echt? Ja, die wird, glaube ich, fast mindestens alle 2-3 Wochen erneuert oder so war es zumindest früher. Und Pipi Langstrumpf war auch schon so, aber mittlerweile machen wir es jetzt so, dass wir die stiften, also die ganzen besonderen Figuren, die man vorne an der Anlagenkante sehen kann, die irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Superhelden, irgendwelche Filmstars oder was, die stiften wir so doll mit so einem Federstahl, dass man die einfach gar nicht abbrechen kann. Oder wenn du sie abbrichst, hast du nur den halben Körper. Ich glaube, ein Teil des Konzeptes ist, dass die Leute doch sehr nah ran dürfen, oder? Die sollen nah ran, es ist ja auch so, also das ist ja meistens so, dass wir einfach denken, dass viele sehen, was hier für eine Liebe hier in dieser Anlage steckt und dass sie da auch mit einem Respekt einfach rangehen. Und das ist auch so, also die meisten merken ja, was dann, dass wir das dann neu machen müssten. Und also ich glaube nicht, dass der Mensch einfach so, es gibt natürlich immer ein paar Verrückte, aber ich glaube nicht, dass der Mensch einfach so ist, dass er extra irgendwas kaputt machen will. Schau mal hier, da ist ein kleiner Zug mit 2 Loks. Ja, das ist so unser Reinigungszug tatsächlich. Du hast eine Frage, Oskar? Ja, das Was ist denn? sogar eine Frage an Sie. Wie lange Also dauert... kannst mich duzen, alles cool. Ich kann mir keinen Namen merken, ich habe das Jesko. Problem. Jesko. Ja, Jesko, wie lange dauert es denn, die Figuren überhaupt alle zu machen? ich kann ich mal kurz die Maske abnehmen. Was meinst du? Wie lange dauert es denn, die Figuren überhaupt alle zu machen? Also das kommt natürlich immer auf die Figur an. Es gibt halt so Sonderfiguren. Ich meine normale Bewohner. Normale Bewohner, die gibt es meistens zu kaufen, wie gesagt. Und wenn das jetzt irgendwie eine besondere Figur ist, weiß ich jetzt zum Beispiel einen Indianer oder so, den gibt es ganz selten zu kaufen, zumindest so, dass er auch authentisch aussieht. Und dann brauchen wir schon ein paar Stunden. Also man sagt so zwischen 2 und 8 Stunden. Also 8 Stunden ist so die längste Figur, die wir hier haben, aber so im Durchschnitt 2 bis 3, 4 Stunden. Was ich total spannend finde. Vielen, vielen Dank erstmal. Genau. Jetzt haben wir ja auch gleich das Dunkel, dann können wir gleich an die Kirmes, wenn ihr wollt. Komm, das machen wir schnell, bevor die anderen... Jetzt sagst du, ist relativ voll im Moment. Also tatsächlich ist es sehr, sehr voll. Also ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, woran es liegt, ob es irgendwo Ferien gerade sind oder ob es wirklich an dieser Kabel 1 Folge dieses Riesenprojekt. Das gab ja eine Doku da jetzt am Sonntag. Das kann man auch noch mehr in der Mediathek sich anschauen, ob es daran liegt. Das ist oftmals so, wenn irgendwie so eine Doku im Fernsehen läuft, dann kommen die Leute natürlich, dann denken sie, ey Leute, da müssen wir morgen mal hin oder so. Und das hier zum Beispiel ist ganz cool, das Maschinarium. Ich weiß nicht, ob es gerade funktioniert, aber es dampft meistens. Aber es ist, ja genau, es dampft. Ich finde, das sieht so cool aus in der Nacht. Also ich bin eigentlich jemand, der also auch so gern auf den Dom geht, aber ich finde, das haben sie hier, also der Dom ist so die Kirmes in Hamburg, sag ich mal so. Wir haben sie jetzt nicht in Hamburg stehen, aber es ist so ein bisschen, es soll so eine Mischung vom Dom und natürlich auch andere Kirmes, die es in Deutschland gibt, aber es ist so ein bisschen die Anlehnung daran, ne? Natürlich als Hamburger. So, der Blick ist auch, wenn man den so ein bisschen schweifen lässt hier drüber, man kann sich da schon so ein bisschen reindenken, als ob das echt wäre, oder? Ja, also es gibt Orte, also hier habe ich es jetzt tatsächlich, weil es sehr, sehr, sehr technisch ist, kann ich mich nicht so leicht da reindenken. Wahrscheinlich auch, weil ich einfach diesen Tunnelblick habe als Mitarbeiter, aber ich glaube schon, die Gäste können das. Und es gibt ganz, ganz besondere Orte und da habe ich das persönlich immer noch, dass ich mich da reindenken kann. Also, zum Beispiel unten in Italien, da gibt es so eine Küste, die sieht aus wie echt. Also das ist mein absolutes Lieblingsort
gerade als Kameramann Lieblingsmotiv. Das muss ich dir mal nachher auch noch mal zeigen. Zumal du ja andere Möglichkeiten hast. Du kannst so mit dem Tele rein, weißt du, so Tiefenschärfe und so weiter, dann sieht das aus wie echt. Und, Ja. Oder? Ja, das Witzige, also wir haben auch einen Mitarbeiter, der ist ehemaliger Fotograf und der hat mal so die Idee gehabt, weiß ich gar nicht, ob ich sagen darf, weil wir die Idee noch nicht, wissen nicht, ob wir die umsetzen, aber der hat mal mit einem Fernglas hier sich in die Anlage einfach mal reingestellt mit einem Fernglas, das war so ein ganz besonderes irgendwie und dann, das sah einfach aus wie in echt tatsächlich, also es war richtig krass. Dann habe ich gedacht, man müsste eigentlich so irgendwas anbieten, dass man hier als Gast mit so einem Fernglas rumlaufen könnte. Phänomenal ist der Autoscooter, guck mal. Ja. Da fahren also richtige Knupautos. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Warte mal, ich fahre mal ein bisschen hier runter. Unglaublich. So, Ja. let's go. Wo geht's weiter? Warte kurz, ich guck nochmal auf was. Ja, wir können nach Hamburg. Wenn du willst, oder, also USA und Hamburg sind quasi gegenüber. Hamburg wäre jetzt tatsächlich der nächste Abschnitt, den wir gebaut haben. Also nach den 3, die wir eben begegnet haben. Das andere hat jetzt noch so ein bisschen Museumscharakter, sag ich mal, so nostalgisch. Und in Hamburg, ja, da haben wir jetzt hier das Volksparkstadion. Wahnsinn. Insgesamt, wenn man das erzähle ich halt immer gern beim Volksparkstadion, weil ich das immer auch irgendwie mit Geld verbinde, oder was heißt immer, so oft mache ich das ja gar nicht, aber 37,4 Millionen haben wir insgesamt Baukosten für das ganze Miniaturwunderland in den 20 Jahren ausgegeben. 37,4 Millionen Ja, genau. Euro. Euro. Ja, das ist aber nachvollziehbar. Ihr habt Einnahmen, gar keine Frage. Das Ganze, ich sag mal so, das Ganze rechnet sich, aber ich habe das Gefühl, er macht das aus viel Leidenschaft, oder? Ja, also das muss ich wirklich mal sagen, das finde ich richtig besonders halt auch hier an unser, ich sag mal jetzt einfach Chefs, Sie hören das noch nicht mal gern das Wort, aber wir können einfach wirklich so lang bauen, wie wir wollen. Also es gibt kein Zeitfenster, es gibt natürlich müssen wir irgendwann fertig sein, aber wenn jemand jetzt sagt, ich will das bauen, dann hat er Zeit und ist nicht jetzt, dass jede Stunde mal kommt und hier, wann wirst du fertig, sondern wir sagen, es dauert so lange, bis es fertig ist. Das ist halt wirklich so ein Motto und das sagen wir nicht nur so, das ist halt wirklich so hier. Dass wir lieber dann sagen, okay, lass uns noch ein halbes Jahr später den Abschnitt da eröffnen. Wir wollen einfach das Geilste rausholen, was geht oder zumindest, was wir uns so vorgestellt haben. Und das ist cool einfach, genau. Ein Rave. Ja, das ist der G-Move. Das ist so, keine Ahnung, Anlehnung an, G-Move halt, ne? So eine Techno-Parade. Achso, der ist hier in Hamburg. Den gibt es ja, genau. Als die Love Parade damals in Berlin eröffnet hat der Hamburg dann irgendwann kam auch auf die Idee, dachte, ey, die Leute laufen nach Berlin alle aus Hamburg, dann können wir doch auch mal hier was für die Hamburger anbieten und darum gibt es ja genau. Also wir haben hier auch, ja genau, das ist der G-Move. Ich habe erst gedacht, gerade der Hafengeburtstag, aber es ist der G-Move tatsächlich. Weil hier sind wir jetzt auch Landungsbrücken, das ist jetzt hier gleich um die Ecke, das ist also... Warte, ich zeig's mal gerade komplett, dass wir den Weitwinkel mal ein bisschen aufdrehen. Nur mal die Übersicht mal zu sehen, wie groß das ist. Genau. Wie kommt man denn da ran in die Mitte, wenn da was kaputt ist? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also wir haben viel aus der Vergangenheit dazugelernt, dass wir Bauluken, also sprich, es gibt irgendwelche Luken, die man meistens als Gast gar nicht so sieht. Wenn ich dir später mal welche zeige, ich weiß jetzt, hier sehe ich jetzt auch gerade keine, aber dass man durch eine Luke dann die öffnet und dann da quasi dann irgendwie in der Mitte steht und sprich unten erstmal durch die Anlage mit so einem Brett runtergerollt ist und dann von da aus was bauen kann. Oder aber wir haben eine Ameise, das bedeutet, das ist so ein, musst dir vorstellen, wie so ein langes Brett, das man ausfahren kann. Und es gibt auch so Bretter, die man so rausfährt. Also zum Beispiel gegenüber, da siehst du, wo der Typ steht. Ja. Der ist gerade hinter den Kulissen der Guide und links daneben ist so ein Brett, das man so aufschlagen kann und dann bist du ein paar Meter in der Anlage schon mal. Und natürlich wissen die Leute auch, wo sie langlaufen müssen. Also gerade die vom Leitstand müssen ja auf die Züge wieder aufstellen. Und bei uns ist es so, dass alle Wasserflächen, da kannst du nicht einbrechen. Und dann gibt es auch so einige Positionen, die haben wir dann gemarkert mit rotem Licht oder so. Das sieht man dann meistens als Gast auch nicht, aber wir wissen dann, dass man da langlaufen darf. So, witzige Geschichte dazu, weil wir gerade hier gegenüber stehen.
Einer vom Leitstand, der hat 2 Wochen gerade hier gearbeitet und nach 2 Wochen kannte er sich natürlich noch nicht aus. Er wusste, das war mit den Wasserflächen, wollte gerade einen Zug aufstellen und ist genau über Amerika einmal eingebrochen. Es hat dann 2 Wochen gedauert, bis es dann wieder alles so aussah wie vorher. Ja, der Gott sei Dank glücklicherweise ist er nicht falsch aufgekommen, dass alles kaputt war, aber es war schon ein großer Schock, vor allen Dingen für ihn. Ne? Das kann ich mir vorstellen. Er ist noch hier? Er arbeitet tatsächlich nicht mehr hier, ist mittlerweile bei der Polizei, aber das lag nicht daran. Okay. So, man kann ja hier keinen großen Schaden anrichten. Das heißt, wenn man einen Zug entgleist, mein Gott, da wird er wieder draufgesetzt. Nicht so wie im echten Leben, oder? Genau, also wenn ein Zug entgleist ist, kommt auch je nachdem, wie voll es ist. Also es hat was damit zu tun, wie heiß es ist, wie viele Gäste hier sind. Also die Wärme, oder? Genau, die Wärme, Luftfeuchte. Genau, Luftfeuchte. Echt? Alles? Ja, damit hat es was zu tun. Also gerade an Tagen, die besonders heiß sind, haben wir mehr Unfälle, sage ich mal so, und Crashes und das Züge entgleisen oder wenn es sehr regnerisch draußen ist oder luftfeucht vor allen Dingen, wie du schon sagtest. Und was auch ganz besonders ist, wenn sehr viele Menschen hier sind, die haben ja, da fällt ja viel Staub ab oder beziehungsweise kleine Partikel von der Hautschuppen oder von den Klamotten und dadurch entsteht Staub und das bildet sich dann auch auf den Gleisen wieder. Ja, das sind die Sachen, die man so unter einer Maus findet, wenn man die bewegt. So, genau. Das heißt, der Schmodder, der da ist, das sind so winzige Teile, da aber hier so viele Leute durchgehen. Das heißt, ihr müsst laufend reinigen, oder? Ja, wir haben Reinigungszüge tatsächlich und dann haben wir auch eine Crew, einen Reinigungstrupp aus 3 Leuten, die täglich hier immer jeden Morgen von 3 Uhr bis 8 Uhr morgens die Anlage säubern und die brauchen immer 3 Monate, bis sie vom Anfang an, wenn wir jetzt hier in den USA sind, bis sie wieder in den USA sind, brauchen die insgesamt 3 Monate. Die haben extrem besondere Werkzeuge und zum Reinigen, also von irgendwelchen kleinen filigranen Pinseln bis irgendwelche Sachen, habe ich selber noch nie gesehen, wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also einfach alles, was man sich zum Säubern vorstellen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch 1 bis 2 Mal im Jahr in der Nacht, so Nachtschichten, dass wir 1, 2 Wochen die ganze Anlage reinigen. Dann macht das der Leitstand und da gibt es auch ein Video bei YouTube dazu. So, Oskar. Es gibt hier Schießerei, auf Englisch Gunfight. Soll ich mal anmachen? Mach mal an. So. Wo sind denn die Leute, die schießen da? Wo sind die Leute, die schießen? Ein zweiter Auto. Da vorne sind da sie. drüben. Da ist schon ein Toter. Das ist da. Das heißt, Kinder können hier richtig was erleben, oder? Durchdrücken? Man muss ja auch suchen, wo es ist, oder? Ja, witzigerweise, also man sieht auch ganz häufig auch, dass bei vielen Kindern, das ist immer, glaube ich, so zwischen 4 und 7 Jahren, dass sie einfach nur den Knopf drücken und das Leuchten dann irgendwie schon cool finden und dann laufen sie schnell zum nächsten Knopfdrücker. Also die gucken dann gar nicht, was sie überhaupt gerade ausgelöst haben, aber ja, klar. Die gucken einfach nur das, was leuchtet. So, da vorne ist ein Space Shuttle. Genau, da haben wir einen Space Shuttle. Das ist jetzt gerade in der Reparatur gewesen. Das hat sich verhakt nämlich und jetzt ist es wieder stabil, sage ich mal so. Jetzt geht's wieder. Genau. So, das bedeutet, wenn ihr Sachen ausprobiert und die laufen, keine Ahnung, 4 Wochen, heißt das nicht, dass sie die nächsten 4 Wochen wieder laufen. Das ist praktisch ein Live-Test für Material. Ich verstehe die Frage nicht. Erzähl nochmal. Also wenn ihr jetzt, ich sag mal, die Erfahrung habt, welches Material wie lange hält, ja, man kriegt ja die Materialien teilweise auch nicht immer, ja. Wenn du jetzt sagst, so nach 10 Jahren, ich will exakt den gleichen Motor haben, den gibt es ja nicht mehr und so. Ja, das ist das große Problem. Oftmals ist es auch so, dass irgendwelche in der Technik, das hatte ich jetzt gerade witzigerweise das Gespräch mit einem Arbeitskollegen, der sagte, also nicht jeder aus der Elektronikabteilung oder Mechatronik, die kennen ja den Knopfdrücker. Wenn der beispielsweise hat jetzt jemand einen Knopfdrücker entwickelt und der arbeitet seit ein paar Jahren nicht mehr hier und dann auf einmal geht dieser Knopfdrücker kaputt, dann muss er sich erstmal reindenken und dann jeder arbeitet ja auch anders. Wir haben halt keine festen Vorschriften, wie dieser Knopfdrücker entwickelt. Wenn er funktioniert und cool funktioniert, dann muss er sich natürlich erstmal da überlegen, wie das Ganze aufgebaut ist. Und dann gibt es natürlich, was du schon eben sagtest, dass teilweise die Sachen gar nicht mehr zu kaufen sind. Und dann sagt man auch so, hey komm, mittlerweile ist die Technik neuer, wir können was ganz anderes da reinbauen, was viel länger hält. Also da muss man halt immer gucken. Also hier ist, glaube ich, jetzt wirklich eine neue Technik gerade reingebaut worden.
So, lass mal schauen. Das ist jetzt Amerika. Las Vegas haben wir gesehen. Da vorne war ein Autokino. Natürlich passend mit dem Disney-Film. Genau. So, hier vorne ist Hamburg. Hamburg ist natürlich Hier haben wir noch einen Highway, ne? ein Highway. Warte mal, ich zeig mal gerade den Herzturm. Mach mal. Der ist da hinten. Auch das. Welchen meinst du, den Fernsehturm? Ja, den Fernsehturm. Wenn es der Herzturm ist. Ich weiß nicht. Ich nehme mal an, dass es das ist. Wir sind noch in Hamburg, oder? Ja, ich wusste nicht, dass er so heißt. Ich nenne ihn einfach nur den Fernsehturm. Der Heinrich-Herz-Turm, glaube ich, heißt Ach so, er. okay. Und, ja, ist ja nicht so schlimm. Nö, ist auch nicht so schlimm. Alles So, gut. Großbaustelle. Das ist ja genial. Das heißt, du hast hier einen Knopf. Drück mal bitte drauf, Oskar. Großbaustelle. Es dauert leider jetzt erstmal eine Minute, bis der wieder sich. Also, wir haben immer Cooldowns, damit die Sachen sich auch mal entspannen können. Und deshalb ist es immer so, dass man einen Knopfdruck auslöst, dann läuft er meinetwegen 10 bis 90 Sekunden und danach entspannt er sich immer wieder. Also deshalb Damit die Motoren nochmal abkühlen können. ja, beispielsweise oder auch um Strom vielleicht auch zu sparen und so weiter. Also ja, klar, alles. So, hier vorne ist ein großer Kran. Der Vorteil ist natürlich, du kriegst einiges in dem Maßstab H0, oder? In 1:87. In 1:87 gibt es da natürlich eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Autos, ihr müsst nicht alles selber bauen. Ja, also wir müssen nicht selber, also naja, wir müssen sie schon, die Autos müssen wir neu beleuchten, außer wenn man sie aus ein paar Karton bekommt, sage ich mal so, sieht das Auto ja nicht aus wie ein Auto, das wir hier hinstellen wollen. Das muss gealtert werden, die Beleuchtung fehlt, es muss neu beklebt werden. Also da ist schon sehr, sehr viel Arbeit noch danach. Ne? Also es ist eigentlich, da haben wir auch einen Spezialisten, Jens, der da wirklich sehr, sehr lange an jedem Auto dran sitzt. Und, Der altert allein, oder? ja, es geht nicht nur ums Altern, es geht einfach darum, dass dieses Auto so realistisch wie möglich aussieht. Und genau, altern, beleuchten. Interessant, ihr habt ja teilweise Dreck hier auf dem Bahnsteig gemacht, weil das in echt ja auch so ist. Ja, die Bahnen, die werden auch immer gealtert. Genau. So, Es fahren viele Leute Bahn bei euch, muss ich sagen. Das heißt, die Bahnkrise hat euch nicht erreicht. nee, witzigerweise da haben wir heute gerade ein Video zu gemacht, weil in Hamburg durch den Sturm, heute hatten wir diesen einen Sturm, dass sehr viele Bahnen ausgefallen sind oder die ganze Fernbahn zum Beispiel gar nicht fährt. Und dann haben wir ein kleines Video gemacht bei Instagram und TikTok, dass bei uns die Züge ja fahren würden und dass nicht alle in Hamburg ausgefallen sind. Verstanden. Ja, es war ein schwerer Sturm. Zum Glück ging es glimpflich ab für Hamburg, muss man sagen. Ja. Hätte schlimmer kommen können. Das ist ein großer Bahnhof. Ist das der Hamburger? Nee. Das ist jetzt der Dammtorbahnhof. Hamburger Bahnhof ist gegenüber, also beziehungsweise auf der rechten Seite. Dann haben wir hier noch das von Otto Waalkes, das ist so ein kleines Studio. Genau. Oh, es ist goldig. Ja, er war ja auch bei uns dann hier, ne? Das haben wir dann zusammen mit ihm gemacht. Ach so, kriegt ihr die Leute rein. Ich verstehe. Ja, so kriegen wir auch. Also Ernie und Bert ist auch hier von der Sesamstraße. Und hier sind genau die Olifanten, haben wir überall ein bisschen verteilt. Du hast Durst? Und das ist, glaube ich, das Schmitz Tivoli. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ja, auf jeden Fall viel Liebe. Dann hier vorne eine Straßenbahn, die darf auch nicht fehlen. Oder ist das dann eine S-Bahn? Das ist tatsächlich eine U-Bahn. Eine U-Bahn. Genau. Das ist die U3. Die alte U3. Die alte U3. Da vorne fährt sie, das ist jetzt ein U-Bahnhof. Boah, ist das viel Aufwand. Das ist natürlich jetzt so, in echt ist das ja nicht so auf dem Platz, an dem Ort. Aber die Hamburger, die freuen sich da ein Loch im Bauch, oder? Wie meinst du, an dem Also das so die Zusammenstellung, das ist ja jetzt nicht das echte Hamburg hier, sondern das ist ja wahrscheinlich etwas anders zusammengestellt. Also zusammengestellt ist es tatsächlich so wie auch in Hamburg, nur es fehlen ganze Viertel oder irgendwelche Abschnitte von Hamburg. Ne? Also wir konnten ja nicht alles wiedergeben, wir mussten das klein skalieren, die Fläche reicht ja einfach nicht für ganz Hamburg. Aber die Locations, wo die jeweils sind, die stimmen, also die Ortschaften. Guck mal hier, die Lampen, die da sind. Das heißt, die Leute hier, die waren leicht angehaucht, haben das einmal in Gelb und Orange beleuchtet. Genial. Da unten, guck mal hier, der Bildschirm, der kleine. Siehst du den? Ja. Die Schaufenster sind beleuchtet. Genau, also wir haben tatsächlich, ich weiß jetzt gar nicht wie viele LEDs, aber es sind
es ist unglaublich, wie lange die da auch da dran sitzen. Also teilweise für ein Gebäude mehrere Monate, einfach nur um das zu beleuchten. Jetzt zum Beispiel in Monaco, da gibt es, glaube ich, ein Hotel, da saß der Beleuchter, glaube ich, 6 Wochen dran oder so. So, vorne ist ein Bahnhof davon, die Eisbahn eben hat sich noch bewegt. Darunter ist eine Tiefgarage, da sind Autos drin. Das heißt, zu sehen hast du hier alles. Ja, hier hinten ist auch noch eine Demo beim HSV-Stadion von den St. Pauli. Also die Chefs sind HSV-Fans, deshalb ist es auch so, dass ich glaube, immer der HSV gewinnt in dem Spiel. Guck mal da. Sag mal, ihr habt doch bestimmt so Power-User, so Fans, die jede Woche kommen? Also wir haben welche, das sind so die Hardcore-Fans, das sind die Foromanen. Und davon gibt es welche, die wirklich wöchentlich kommen, manchmal sogar zweimal die Woche. Also ja, die haben wir auf jeden Fall. Also wir haben ja eine Dauerkarte, Achso, es gibt eine Jahreskarte. Ja, klar. Preis von der ungefähr? Kannst du nicht sagen, aber ich glaube, so wenn du 5-mal kommst, dann hat es sich schon gelohnt oder so. Oder 6-mal, 7-mal, irgendwie so. So, hier ist das HSV-Stadion. Bauzeit ewig, oder? Das war tatsächlich vor meiner Zeit, weil es ja Hamburg wurde ja irgendwie 2003 oder 2004 irgendwie so gebaut. Aber ich gehe mal davon aus, ja, dass es mehrere Monate gedauert hat. Was ich stark finde, ist immer, dass die Autos auch der Epoche entsprechen, wann es gebaut worden ist. Das heißt, du hast dann die Autos wirklich, die dann 2003 damals verfügbar waren, die stehen hier. Das so aus, bezweifle ich, aber nee, kann sein, dass es so ist, das weiß ich nicht genau, da stehe ich nicht, bin ich nicht so in der Materie drin, aber ich könnte mir schon vorstellen, weil Jens, der ist einfach ein Autofan und dass er das wirklich so macht, aber also mittlerweile, ich weiß es nicht, weil wir haben ja nicht irgendwie dann das damals 2003, dann diese Autos immer noch da stehen, das soll ja einfach auch für die jetzige Zeit präsentieren, also ich glaube eigentlich nicht, dass es so ist. So, da vorne ist Las Vegas, jetzt mal bei Nacht was ganz anderes. Ja, Las Vegas bei Nacht ist einfach eine Augenweide. Ne? Also, manche mögen es so kitschig, das ist quasi Freddy, also Frederik, der Chef, das ist somit so sein Lieblingshighlight, sage ich mal so. Mir ist es ein bisschen zu viel, aber ist alles cool. So, das ist die berühmte Elbphilharmonie, die ihr auch richtig eröffnet habt. Das Besondere ist, die geht bei euch auf. Das ist in echt aber nicht so, oder? Nee, die geht nicht auf, aber das Konzert da drin ist schön. Das ist Peter und der Wolf und da sind auch ganz viele kleine Szenen noch drin, so die Minions zum Beispiel an der Seite. Und wenn man mal sich den Knopfdruck anschaut, das ist so ein kleines Konzert, das gespielt wird und jede Figur dreht da drin sich auch und das ist ganz cool geworden, finde ich. Und witzigerweise haben wir auch wir haben ja so ganz besondere Weihnachtsfeste immer, dass unsere Chefs dann sagen, weil die kommen ja aus der Disco-Zeit, die hatten ja vorher eine Diskothek und deshalb stehen die auf besondere Highlights oder besondere Partys, sage ich mal so. Und dann durften wir, bevor die Elfi quasi eröffnet wurde, durften wir mit allen Mitarbeitern da eine Nacht in dem Hotel da übernachten und das war einfach so cool, das mal da von oben zu sehen und vor allen Dingen, es war noch nie einmal da, wir waren quasi die ersten Besucher. Und 250 Mitarbeiter haben das Angebot angenommen. Manche stehen ja nicht so auf Party, aber es war richtig, richtig toll da. Und ja, König der Löwen, das war auch ganz cool. Das war witzigerweise das erste Projekt, glaube ich, das ich hier gemacht habe. Als ich hier angefangen habe, hieß es gleich so, ja, wir haben eine Kooperation mit dem König der Löwen, wollen hier das König der Löwen-Zelt einbauen und schau dir doch mal da drüben an, wie die Stars sich schminken oder lass uns doch mal ein Video darüber machen. Und dann war ich halt auch da und durfte bei den Übungen oder durfte ich mir das anschauen und drehen da und dann sind die ein paar Wochen später hier gekommen und es gab so ein Riesenfest, dass sie hier getanzt und gesungen haben. Und ja genau, hier haben wir das Tagesschau-Studio, das ja auch in Hamburg ist, gell? Genau, das ist in Hamburg. Ach, da wird das gemacht bei euch abends, die Tagesschau. Genau, also es gibt auch einen lustigen Beitrag, da geht's, das glaube ich, geht 10 Minuten oder so, da geht es dann wirklich halt ums Miniatur, Wunderland, um so Themen, die herausgesucht haben. Das war einer vom NDR, der hergekommen ist und ist ganz cool geworden. Das war eine blöde Frage, da vorne ist so eine Stahlbrücke, eine Stahlträgerbrücke, was ist das für eine? Das ist die Kohlbahnbrücke. Ja, die kenne ich nicht. Jetzt werden alle schreien und sagen, was? Nee, aber
Nö, ist schon relativ bekannt für Hamburg, aber muss man jetzt auch nicht unbedingt kennen. Es hieß auch mal, dass sie abgerissen wird, aber weil die Schiffe nicht mehr darunter lang kamen. Aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie es entschieden wurde. Genau, dann haben wir noch hier Hagenbecks Tierpark. Das ist der erste Zoo quasi Deutschlands und auch einer der bekanntesten Tierparks. So, viele Tiere habt ihr mit drin, die Reisebusse, die da hinfahren. Es muss ja jemand geben, der das Ganze plant, praktisch so eine Art Regisseur oder so ein Drehbuchautor der Story, die hier kommt. Wie läuft das? Also das läuft bei uns natürlich immer alles im Team. Ne? Also ist klar, gibt's dann, kommt die Idee, lass uns doch jetzt beispielsweise Südamerika bauen. Dann was ist da prägnant, was wollen wir als erstes zeigen? Dann wird Gerhard, das ist der Leiter des Modellbaus, der entwirft dann was. Dann suchen die im Team natürlich raus, was ist wichtig für die Stadt oder was wollen wir unbedingt zeigen, was finden wir wichtig. Und dann ist es so, dass wir uns in Kreativmeetings dann mit allen Leuten treffen, zusammen in die Ideen entwerfen und dann kommen die verrückten Spinnereien und jeder darf was reinwerfen und sagen, ey, das fände ich cool, wenn wir das bauen und jeder darf hier sich selbst verwirklichen. Das ist halt auch so cool. Ist das noch Hamburg hier? Das ist tatsächlich noch Hamburg, das ist hier Wilhelmsburg, das ist so eine Landesgarten, Landesgarten... Schau, genau. Und war ich auch mal vor Ort selber. Es ist super schön dem nachempfunden, wenn man da mal selber war. Es präsentiert auf jeden Fall das, wie es da vor Ort ist. Genau, und dann kommen wir hier langsam an die Ostsee und dann geht es rüber nach Skandinavien. So, warte mal, Ostsee ist da vorne. Das ist die Ostsee? Genau, das ist die Ostsee. Surfer. Kitesurfer. Ich glaube, bei uns heißt es das ist Lüneburger Heide und dann aber, ja. Boah, ist aber schon aufwendig. Das sieht echt aus. Da haben die wahrscheinlich einiges probiert erstmal, damit es so aussieht, oder? Ja, wir haben uns, das ist eine Wissenschaft für sich. Wir haben uns über die Jahre halt echt wirklich weiterentwickelt, was das Wassergießen betrifft, mit den Stempeln. Welche Farbe man benutzen muss, wie wir am besten Wellen stempeln und worauf es ankommt. Weil beim Stempeln ist es so, dass tatsächlich die Flüssigkeit, die da drüber, also erstmal wird es in der Farbe angemalt, also sprich das, was da unter zu sehen ist, dann kommt eine Flüssigkeit darüber, Epoxidharz nennt sich das, und nach 6 Stunden ist sie ausgehärtet, so dass man stempeln kann und man muss genau auf diesen Zeitpunkt wirklich warten, weil es darf nicht zu stark gefestigt sein, weil dann haften die Wellen nicht mehr drin, also beziehungsweise die Stempel. Wahnsinn. Ja. So, ich zeig's mal hier vorne. 2007 jeden Monat einen sogenannten Spendenpin her. Ich muss mal gerade mal rechnen. Das heißt, wir haben heute an einem guten Tag, wie viele Leute laufen durch? Über 1000? Ja, mindestens. Also im Sommer ist es so bei den besten Zeiten, wenn wir 100% ausgelastet sind, dass 6000 Gäste am Tag kommen. Und ich vermute mal, dass heute, ja, ich schätze mal so 2000 ungefähr, vielleicht 1500, irgendwie so. Die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, was ganz cool ist, hier haben wir ein Wasserbecken von 30.000 Liter und wir haben Ebbe und Flut, eine Ebbe- und Flut-Simulation. Das kann man hier ganz cool sehen, weil ja, jetzt ist gerade Ebbe und nach so, ich weiß jetzt nicht, ich glaube nach einer Stunde oder so ist es dann wieder Flut. Da fährt ein Schiff. Genau, wir haben einige Kreuzfahrtschiffe. Die AIDA zum Beispiel ist so das Besonderste oder das bekannteste, sage ich mal, das Schiff. Und ich glaube, wir haben so 14, 16 Schiffe, irgendwie sowas um den Dreh. So, da vorne ist wieder mal ein Bahnhof. Züge sind quasi, ich sage es ja ungern, aber sie sind nur ein Teil. Es ist keine Modellbahnausstellung. Auch. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil es ist ein bisschen schwierig fürs Thema. Wir wollen natürlich, die Leute, die extra für die Modelleisenbahn kommen, weil wir sind ja die größte Modelleisenbahn im Verhältnis 1:87 der Welt. Die wollen wir natürlich, die müssen wir mit Zügen befeuern, sage ich mal so, aber es kommen ja auch viele
Familien oder Kinder oder auch Ehefrauen, sage ich mal so in Anführungsstrichen, oder ich zum Beispiel, der jetzt nicht unbedingt ein Zugfan ist, sondern ein Flugzeugfan oder ein Landschaftsfan oder überhaupt einfach hier wegen was anderem kommt. Das ist natürlich ein schönes Beiwerk und wir sind natürlich eine Modelleisenbahn und müssen das natürlich auch beibehalten. So, hier vorne sieht man es. Jedes Teil, was, ich sag mal, so klein aussieht, da stecken unzählige Arbeitsstunden drin. Ich sag nur mal hier diese Kirche oder dieses Haus hier, was da ist, alles einzelne kleine Steine, die jemand angebracht hat. Ja, tatsächlich. Also da haben wir, es gibt, je nachdem, welcher Modellbauer es baut, also wir haben welche, die extrem filigran arbeiten und auch genau auf sowas Lust haben. Und da gibt es einen Gaston, wie ich vorhin schon erzählt hatte, der jetzt in Rente ist, wir haben ja mit 20 Leuten angefangen und ein Jahr später waren wir dann 40, jetzt sind wir 360, wie gesagt. Und dann gibt es dann von welche, die einfach so filigran bauen und er hat ein Viadukt gebaut und das steht unten in Italien. Und dieses Viadukt hat über 1000 Steine und die sind alle so klein und die hat er alle selbst an dieses Viadukt angebracht. So, ich zeige auch hier nochmal, warte mal, ich ziehe mal ein bisschen auf, dass wir mal sehen, wie groß das ist. Es geht weiter, da vorne ist eine Brücke, eine große. Wir sind nochmal hier in Skandinavien? Wir sind jetzt Skandinavien, das ist jetzt hier gerade Dänemark, was wir gesehen haben. Dann kommen wir jetzt hier gleich rüber zu Norwegen, da hinten ist Finnland und Schweden und Island. So. Man sieht es, eine Fähre ist da, ein Trockendock. Ja, genau. Das ist so eine, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Ja. Eine Hebebühne ist es nicht. Was ist denn das? Was auch immer. Ja, wie Greta. Ja. Die Szene finde ich ganz cool. Das ist die Greta. Das ist die Greta und soll so ein bisschen zeigen, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann. Genau, einfach, dass die Pole schmelzen und dass die Eisbären, ja, genau, Greta von Thunberg. So, auch hier. Das heißt, das Glas muss sehr stark sein hier, oder? Das Glas ist auf jeden Fall sehr stark. Was ich mal noch zeigen wollte, hier ist Atlantis noch darunter. Ja. Wir haben halt auch Sachen ganz unten in die Anlage oftmals eingebaut. Das ist beispielsweise hier. Kommt mal kurz mit runter. Ja, Atlantis. Genau. Und solche Sachen haben wir auch überall in der Anlage, dass man das so ein bisschen versteckter erst erblicken kann. Und sowas zum Beispiel, das ist genau, was ich vorhin meinte, dass man dann selbst dann als Mitarbeiter dann irgendwann dann lang geht und denkt, das habe ich noch nie gesehen. Das glaube ich. Warte mal, ich drehe mal gerade, dass ich mal den Überblick hier behalte. Das ist immer noch Skandinavien hier? Richtig, wie gesagt, wir kommen jetzt von Dänemark. Das ist ja einmal die Störrebeltbrücke. Ja. Das ist unsere längste Brücke auch. Und jetzt kommen wir rüber nach Norwegen. Warte mal ganz kurz, Ja. ich bin sofort bei dir. Mach mal. Ich muss mal gerade einmal schwenken. Also einmal im Jahr wird auch das Wasser gereinigt, also weil es sammeln sich ja sehr viel Algen mit der Zeit. Ne? Wir haben zwar Filter drin, aber irgendwann muss man das halt auch reinigen und dann machen wir das so in lassen es einmal eine Nacht runterlaufen oder in 6 Stunden und dann wird alles nochmal 6 Stunden gereinigt und dann kommt das Wasser wieder rein, dass am nächsten Tag wieder die Leute, die Gäste sehen. Also Sag mal eine ganz blöde Frage, woher weiß das Schiff, wo es langfahren soll? Das ist leider noch, also wir haben da oben Sensoren und Kameras, das läuft leider noch nicht, das ist die Schiffssteuerung. Es wird aber jetzt gerade entwickelt, wir gehen davon aus, dass nächstes oder übernächstes Jahr, vielleicht allerspätestens also in 3 Jahren, dass es dann wirklich nicht mehr ferngesteuert ist, weil jetzt manuell da hinten gerade jemand sitzt und das mit einer Fernbedienung steuert. Da sitzt jemand. Ja, wenn du mal genau hinten guckst, jetzt hat er sich gerade weggedreht. Ganz da hinten, da saß jemand, ihr könnt es nicht sehen, aber da ist jemand da und Genau. achso, der Wir können ihn ja auch gleich mal besuchen, dann kann er ja mal was erzählen. Das ist ja genial. Aber er will nicht aufs Nee, Video. passt. So, das heißt, auch hier habt ihr überall das nachgebaut. Genau, das ist hier unser drittes Car-System, wo auch Autos fahren. Das ist aber tatsächlich das kleinste hier in Skandinavien. Du warst an der Hülle? Eine witzige Figur, die kannst du ja mal einmal hochnehmen. Die da? Ja, mach mal. Hochnehmen. Wie? Zieh die mal. Vorsicht, Nee, die Lok. die kannst du hochziehen. Geht das jemand noch kann nicht? Da, man kann sie hochziehen. Wo wir im Team nach Diebstahl sind. Hilfe, ich werde entführt, lass mich sofort runter. Hilfe, ich werde entführt, lass mich sofort runter. Kommt mal schnell mit, weil jetzt wird es dunkel. Jetzt wird's dunkel und es wird spannend.
Jetzt treten wir mal hinter die Anlage. Passt mal auf, genau. Ja, wir dürfen. Genau, jetzt sind wir in Finnland und in, ich glaube, Island. Genau, hier sieht man die Polarlichter und die würde man im Hellen nicht sehen und deshalb wollte ich mal schnell mit euch dahinter gehen. Das läuft über eine Projektion, da oben ist ja auch ein Beamer und die Nordlichter sind halt dann nachts hier abends im Skandinavien zu sehen, im Eismeer sozusagen. Die müssten eigentlich jetzt gleich, also die müssten jetzt gleich auftauchen. Müssen erscheinen. Ja, ich glaube, man muss noch ein bisschen dunkler werden, dass man sie wirklich sieht. Das Genialste, es glitzert hier überall. Genau. Ihr Also, könnt's, am Anfang habe ich es echt nicht gedacht, weil ich habe mich da mal irgendwie aufgestützt da auf den und dann hatte gleich einen Splitter drin. Also Das Glas. Hat auch geblutet. Ja, also genau, so ein bisschen, ja genau, auf jeden Fall Glas. so, das ist der Grund. Das heißt, wir sind jetzt hinter der Anlage. Ihr macht Führungen. Darf man da mit den Führungen auch mal hinter die Anlagen gucken? Richtig, es gibt eine Führung, also es gibt mehrere Führungen, aber eine beispielsweise ist, die geht 60 Minuten und da wird einfach alles, was technisch passiert hinter den Kulissen. Man kann auch Fragen stellen, Fakten, Zahlen, Geschichte. Alles rund ums Wunderland wird dann in einer Stunde erzählt, quasi von verschiedenen Guides. Gibt auch auf Englisch. Ja, und da sind wir meistens sehr ausgebucht. Kostet, glaube ich, 15 € ungefähr, wenn ich mich nicht irre. Wenn du überlegst, dass du dafür einen ganz anderen Einblick kriegst. Ja, genau. So, am besten früh genug Jetzt sieht buchen. man sie. Ah, Da sind sie. genau. Und da haben wir auch hier das Geisterschiff. Warte, da sind die Nordlichter. Darf man hier wirklich lang, selbst wenn man nicht? Ja, ich bin ja mit dabei. Ich darf ja. So, das ist das Ich muss ja Geisterschiff. sonst auch hier hinter die Anlage, weil ich ja sonst auch filme. So. Ja, ihr seid absolut nahbar, das finde ich so cool. Das heißt, ich hab heute angerufen und habe gesagt, hey, ich bin zufällig in Hamburg, können wir nicht mal filmen? Da hast du gesagt, ja wann? ich habe morgen frei, am besten heute. Ja, genau. Das war cool. Ach, ist das genial. Also war natürlich auch der Grund, weil ich heute Zeit dafür hatte. Aber ja, wir sind so meistens also gerade auch jeder Fan oder so, wenn die irgendwelche Fragen haben, wir beantworten eigentlich wirklich alles immer. Und da sind wir einfach. Ich meine, das macht ja auch das aus, so, ne? Dass die Leute. Das ist ja auch einfach eine Leidenschaft für die und. Ja klar, da ist man nett. Genau. 1,5 Millionen Fans, die sprechen ja für sich. Also die werden das ja nicht Genau. alle gezwungenermaßen machen. Richtig. So, komm, wir gehen nochmal raus. Der Oskar hat ganz viel Durst. Dann machen wir mal einen ganz kurzen Cut. Bis gleich, bleibt dran. Wir sind am Flughafen angekommen, Jesko. Genau, das ist der Miniaturflughafen Knuffing. Ist tatsächlich in Anlehnung zum Hamburger Airport. Der ist 80% nach den Bauplänen nachgebaut, auch nachempfunden, natürlich ein bisschen kleiner und gestaucht, aber das sieht schon ähnlich aus. Wenn man den Hamburger Flughafen kennt, dann fühlt man sich hier zu Hause, sage ich mal so. Dazu kann man sagen, wir haben 41 oder 42 Flugzeuge, die jede Minute starten und landen. Und ja, das läuft alles vollautomatisch ab. Wir können auch gleich mal hinter die Kulissen schauen. Und gerade bei Nacht sieht der Flughafen super schön aus. Da haben wir gerade ein bisschen Glück, weil es jetzt gerade dunkel wird. Es wird gleich Nacht. So, Parkhäuser, die dürfen auch nicht fehlen. Lauter Taxen, guck mal hier. Gigantisch. 7000 Autos, sagt die Frau. Weiß ich nicht genau. 7000 vielleicht im Parkhaus. Also das kann ich mir vorstellen. Aber hier stehen auf jeden Fall mehr Autos. So, es wird Nacht. So, Oskar. Stark. So, du sagst mir, was wir sehen. Ja, also hier sieht man ja den Terminal, wo auch die Flugzeuge gepusht werden. Tatsächlich sind die ganzen Flugzeuge, die hier fliegen, ich glaube auch bis auf irgendwie 2, 3 Sonderflugzeuge, wie beispielsweise das Space Shuttle oder der Millennium Falcon oder die Bummel, das ist so eine Mischung aus einer Hummel und einer Biene. Sonst sind die ganzen Flugzeuge, darauf legen wir auch viel Wert, dass sie wirklich von Hamburg losfliegen. So, dass die Marken auch passen. Genau, dass sie auch hier starten und landen tatsächlich in Hamburg.
Vorne ist ja die Landebahn, das ist Da schon... können wir ja auch mal sonst, ich glaube aber, da startet ja was gerade. Und hier ist gerade auch ein Feuerwehreinsatz, also der fängt gerade an. Hier ist die Feuerwehrstation ist rechts. Genau, und als erstes fährt erstmal das Polizeiauto dann los und gleich werden da die kleinen Feuerwehrfahrzeuge losfahren. Und da hinten gibt es ein Flugzeug, das gerade brennt. Das wird dann gelöscht quasi. Das sieht man jetzt gerade nicht, da hinten ist es. Das können wir uns gleich nochmal angucken von der anderen Seite. Von der anderen Seite? Genau, lass uns doch mal. Komm, wir gehen mal hinter die Kulissen. Bevor wir hinter die Kulissen gehen, können wir das uns noch mal anschauen. Hier ist nämlich die Ladestation von den Autos. Genau, die haben wir noch nicht gesehen. Und es ist so, dass tatsächlich die Fahrzeuge merken, wenn der Akku leer ist, dass sie selbstständig, wie man jetzt auch hier gerade sehen kann, die kommen dann und laden sich über die Scheinwerfer wieder auf. Die fahren die genau in jede. Ah, das ist Solar, sehr schlau. Sag mal, das ist total spooky, diese Fahrzeuge. Hier, genau. Die fahren komplett von allein und Genau, wissen, wo dann- sie hinfahren sollen. Die fahren komplett, die sehen, welche Ladestation leer ist. Dann laden die sich jetzt auf für ein paar Stunden, je nachdem wie groß der Akku ist. Die kleinen Fahrzeuge haben natürlich einen kleineren Akku, müssen halt öfter rein, aber tatsächlich ist es meistens so, dass sie 1 bis 2 Mal am Tag hier laden müssen. Vollautomatisch. Vollautomatisch, genau. Ja, aber man sieht. Sekunde, ich komme hier hoch. Hier ist eine kleine Treppe. Die gehen wir mal hier runter. Ja, hier ist eine von den Staubzeugfahrzeugen, die sammeln sich am Tag, also wir haben 4 Stück. Ein Elefanten, das Madmobil, ein Krokodil in Amerika und diese Gurke, das ist so ein Sonderfahrzeug, aber die werden ungefähr, ich glaube, alle 4 Stunden oder, nee, auch 2-mal am Tag müssen die... Die putzen, oder? Müssen die, genau, die sammeln den Staub auf der Straße und dann müssen sie geleert werden nach 2-mal am Tag, wie gesagt. Achso, da kommt richtig was zusammen, oder wie? Da kommt richtig viel zusammen, ja genau. So, hier müsst du, glaube ich, einmal mit dem Licht Ausmachen. mal ausmachen, ich weiß nicht genau. Also Blitz sollte man nicht, aber... Halt, kommt drauf an, in welche Richtung gerade die Flugzeuge fahren, die wechseln sich immer jede halbe Stunde ab. Und es ist von der anderen Seite gerade, dass sie starten. Das können wir uns mal von der anderen Seite angucken. Und Oskar, magst du einmal die Tür bitte schließen? Mach mal zu die Tür. Oskar, komm mal her. Die Tür zu. Welche Tür denn zu? Die da. Stark. So, und das wäre jetzt ein Teil der Führung, die wir hier erleben? Also wenn Das ich ist jetzt, genau, das ist jetzt tatsächlich nach einer Stunde oder sage ich mal nach 50 Minuten befindet man sich hier. Das sind die letzten 10 Minuten am Flughafen, die man dann nochmal hinter den Kulissen quasi alles über den Flughafen erfährt. Also nochmal zum Mitschreiben, da hinten stehen die Flugzeuge, die können alle selber fahren, das sind keine Attrappen. Nee, genau. Außer, ich glaube, ein paar die ganz kleinen Flugzeuge davon, aber das sind 3 Stück von den. Aber 41 Flugzeuge, beziehungsweise 42, ich weiß jetzt gerade nicht den neuesten Stand. Ich glaube, es sind 42, weil die Beluga Airbus, das ist unsere neueste Maschine. Und genau, die starten und landen dann. So, hier ist der Tower. Dann stehen die praktisch hier in der Warteschleife. So, jetzt klemme ich mal auf, wie kommen die denn dahin? Wie kommen wir wohin? Die Flugzeuge, wie kommen die dahin? Die werden hier praktisch mitgezogen und dann kommen die auf Also eine Rampe? es gibt eine Software und wenn man mal nach unten hier lang schaut. Also hier ist erstmal die Ladestation, hier werden die geladen und hier kommen die Flugzeuge angefahren und es gibt sozusagen so einen Schlitten, den sieht man auch gleich. Der befindet sich wahrscheinlich jetzt schon gerade auf der anderen Seite. Der Schlitten hat zwei Stangen quasi, darauf wird das Flugzeug drauf Festgehalten und dann befördert und dann über diesen Schlitten hier rüber gefahren. Okay, das heißt, Das können wir uns, wie gesagt, auch gleich mal anschauen. ja, Aber guck mal grad. Das dauert leider noch ein bisschen. dauert noch ein bisschen. Das heißt, der holt die kommt gerade als erstes, genau. hier ab. Die stehen also hier und warten schon Genau. in der Schlange. Ihr habt da über Kameras, damit ihr das überwachen könnt? Genau. Also das Thema ist, dass wir halt ja gerade diesen Feuerwehreinsatz hatten. Und wenn der Feuerwehreinsatz fertig ist, der ist jetzt fast gerade
beendet und dann geht es wieder weiter los mit dem Flugverkehr. Und jetzt wird als nächstes wahrscheinlich jetzt erstmal die Air France startet. Sag mal, wer kam denn auf die Idee? Das ist ja phänomenal. Also tatsächlich ist es Gerrit Braun gewesen, der auch die Software umgeschrieben hat. Die ist ja mit Delphi programmiert und der hat das alles selber entwickelt. Und ja, der ist immer bereit für so Spinnereien. Wir haben am Anfang gedacht, das wird nie was, aber das ist jetzt auch ähnlich mit der Formel-1-Technik, die wir gerade entwickeln. Er lässt einfach nicht locker und dann sitzt er da nachts bis in die Morgenstunden und programmiert. Das ist ja unglaublich. Ja, das sieht von hinten sieht das so echt aus. Ja, Und die landen jetzt im Minutentakt, oder? genau, die starten und landen eigentlich wenn alles glimpflich abläuft, tatsächlich im Minutentakt, genau. Und jetzt sehen wir es vielleicht bei der Air France, da können wir jetzt mal runtergehen. Der Schlitten wird jetzt von hinten, fährt er jetzt wieder zurück. Der fährt von links, quasi von da hinten kommt er jetzt gleich an. Da sieht man ihn schon. Siehst du auf der linken Seite? Ja. Genau, da kommt jetzt der Schlitten. Und der greift das Flugzeug, oder? Er fährt jetzt langsam rein, greift sich jetzt die Air France. Wie gesagt, über 2 Stangen. Das sieht man auch, wenn man jetzt hier vorne und hinten einmal lang guckt. Jetzt kommen gleich zu 2 Stangen. Ja, jetzt sind sie gerade reingefahren. Millimeter genau. Millimeter genau. Und genau, und jedes Flugzeug hat auch unterschiedliche Manöver. Also es ist nicht so, dass die immer gleich fliegen. Manchmal ist es windiger. Echt? Mhm. Das heißt, es wackelt dann noch ein bisschen. Es wackelt mehr, es gibt mehr Turbulenzen. Also manchmal fliegt es auch durch oder manchmal startet es und fliegt ein bisschen niedriger. Also das entscheidet die Software. Das ist halt alles vollautomatisch gesteuert. Sag mal, wo Software ist, da gibt es auch mal Dinge, die nicht funktionieren. War das am Anfang so, dass mal ein Bug drin war? Oder? Ja, das war natürlich am Anfang. Das hat lange, glaube ich, gedauert, bis es wirklich so hingehauen hat, dass wir gesagt haben, dass es einwandfrei jetzt läuft. Aber mittlerweile läuft es tatsächlich und es ist halt der größte Flughafen der Welt. Ne? Ja, ich habe gesehen, es gab mal irgendjemand auf der Welt, der hat auch versucht, die größte Modelleisenbahn zu bauen der Welt. So hat nicht so funktioniert. Ja, es gibt viele dann, die uns versuchen zu kopieren, aber... So, der Oscar geht mal kurz raus. Da steht er jetzt hier und die Leute warten hier ganz wissbegierig auf den Abflug. Also es sollte eigentlich gleich losgehen. Ach, da hinten steht noch eine Maschine. Ja. Könnte auch sein, dass gerade irgendwie ein Fehler im System ist, aber ich gehe nicht davon aus. Wie gesagt, es war ja gerade der Feuerwehreinsatz. Das hatte was damit zusammen. Da vorne ist die Feuerwehr, gell? Ja, der war ja gerade, der ist ja jetzt gerade zu Ende. So, guck mal hier, ein fliegender Teppich. So, vorne steht noch das Flugzeug. Und die Anlage, die läuft schon wie lange jetzt? Der Flughafen müsste so 2011, glaube ich, ist er. 2011? 2011. Also 11 Jahre schon. Ja. Da an der Wand stehen auch gleich ein paar Fakten. Ich glaube 4 Millionen hat er gekostet oder so. 4 Millionen Euro. 1000 Euro. 4 Millionen Euro. Krass. So, das heißt, der Feuerwehreinsatz ist gerade beendet. Da vorne fährt die Feuerwehr weg. Ich zeige es mal gerade. Das Flugzeug fährt weiter. Gutes Zeichen. Es räumt die Lande- und Startbahn. Wahrscheinlich sind da ganz viele Sensoren dabei. Ja, machst du das Licht einmal. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ich glaube eigentlich nicht. Ja, ich kann es nicht daran liegen. So, und da ist das Licht. Die Air France. Aber es geht los. Okay, das heißt, eine große Maschine ist auch langsam am Anfang. Ja, auf jeden Fall. Ist das genial? Sag mal,
Du bekommst dafür Geld, oder dass du hier arbeitest? Oder musst du noch was bezahlen? Ich zahle dafür. Du zahlst dafür. So, die nächste FedEx. Was ist dahinter, wo du immer Ja, schaust? das würde ich dir gerne zeigen, wenn das schon einen Schritt weiter wäre, aber der ist jetzt quasi hier auf der Position. Hier kannst du mal die Zahlen, hier sind die Zahlen und Fakten. Also 6 Jahre Bauzeit, 4 Millionen Euro habe ich ja schon gesagt, 150 Arbeitsstunden, 150.000 Arbeitsstunden, 150 Quadratmeter und ca. 27 Quadrat. Ja, So, Orbis, da vorne ist eine Maschine, die da ist. Das ist so ein bisschen, wenn du mir mal kurz beschreibst, was wir sehen jetzt hier. Da sind so kleine Bahnen drauf, geplottet. genau, das die wird automatisch. Also lass uns doch erstmal das Flugzeug, das nächste. Nächste, da ist es, die FedEx. Ups, ich glaube, ich habe einen Schornstein abgebrochen. Ja, alles gut. Phänomenal. So, und jetzt können wir mal So, jetzt schnell rein. Genau, die macht am Da ist besten die noch mal- Plattform unten. Ja, das Licht an. Machst du die Tür noch zu? Die Tür mache ich zu. Du hast noch Zeit. Okay, so. Ein bisschen dick. Aber ich gehe durch mit dem Rucksack. So, klemm mich mal auf. Das heißt, es fährt hier rein? Genau, es ist Fett, kommt von der anderen Seite. Wir haben ja immer, wir wechseln ja wie gesagt immer alle halbe Stunde. Hier siehst du jetzt auch die Bummel. Und dann das gleiche, was ich eben schon meinte, diese Stange kommt jetzt, der Schlitten ist jetzt gerade da, jetzt nimmt er sie, greift sie, fliegt nach oben und es geht los. Jetzt landet. Ja genau, die landet jetzt. Kannst du auch schnell noch von der Seite kommen? Ja. Die perfekte Illusion, ne? Ja. So, dann mach noch mal die Tür bitte zu und dann kommen wir mal weiter. Was ich dir vorhin noch erzählt habe, Ja. was zum Beispiel Leute niemals sehen werden, sind so Sachen, dass wir wirklich in den Gebäuden auch einfach die Szenen gebaut haben, weil es einfach für uns wichtig ist, dass es so authentisch wie möglich gebaut ist. Guck mal, hier vorne sind auch. Okay, das heißt, das ist im Zweifel nicht zu sehen, aber das ist eure Ehre, Genau. wenn einer mal guckt. Also es ist tatsächlich in fast allen Gebäuden sind Menschen. Obwohl man sie nicht sieht. Sag mal, ist das gruselig hier nachts alleine? Ich war tatsächlich einmal alleine hier. Ich hatte ein bisschen Angst, aber ich bin trotzdem mal nach oben gegangen, um zu sehen, wie es ist. Hier ist das Schloss Neuschwanstein. So, das ist ein Güterbahnhof. Warte. Hier vorne ist ein Schrebergarten, guck mal. Ja. Genau, dann haben wir hier das Schloss. Schloss Neuschwanstein. Das gab es wahrscheinlich nicht so als Bausatz, oder? Nee, das wurde alles selber gebaut. Das gab es nicht als Bausatz tatsächlich. So, lauter kleine Schiffe. Ist das der Rhein? Oder die Wir Elbe? sind jetzt in Bayern. In Bayern sind wir. Das ist Okay. was ist denn in Bayern? Die Weser, ne? So. Also das ist das Einzige, weil dass wir Hamburg, weil wir haben Bayern, wir haben viele Leute, die aus Bayern kommen, als Gäste, und dann haben wir gesagt, wir müssen auch ein kleines Bayern bauen. Darum ist es jetzt hier gelandet. Ich habe da eine Frage. Ja. Lass mal kurz weiter in die Schweiz. Erzähl mal. So, ich ziehe mal auf. Es wird langsam dunkel. Lass uns mal in die Schweiz gehen. Harz. Also wie so ein hartes, so ein flüssiges Plastik quasi. So. Hi, ich wollte euch jetzt mal was ganz Besonderes, weil es wird jetzt ja gerade dunkel. Ja. Und wir haben einen Vulkan hier, der Vesuv. Der Vesuv. Nee, ein überirdischer. Ein Vulkan. Genau. Und der fängt jetzt gleich an zu explodieren, oder wie man sagt. Zu brodeln. Zu brodeln und die Lava quillt raus. Ja, die Lava kommt auch raus, genau. So ein bisschen mit Lichteffekten. Da haben wir sehr, sehr lange dran gewerkelt, weil wir ursprünglich mit Kinetiksand arbeiten wollten. Aber der hat immer dann dieses Laufband quasi, was jetzt gleich runterfahren wird, wo die fließende Lava, der fließende Lava-Effekt zu sehen ist.
Das heißt, dieses Laufband immer verstopft, der Kinetic-Sand. Und dann haben wir uns jetzt für diese Variante, die trotzdem sehr, sehr cool ist, entschieden. Kann ich euch auch gleich mal hinter den Kulissen zeigen, wenn es gleich losgeht? Mhm. Sag mal hier, Jetzt rödelt er. Was? Rödelt er? Was sagst du? Können wir jetzt gleich hinter die Kulissen gehen? Oh Mann. da fängt es an. Ja. Boah, wie aufwendig. Ja, das ist sehr, sehr aufwendig. Und dann haben wir hier das Pompeii hier unten. Also die Stadt Pompeii. Oh ja, stimmt, die Stadt Pompeii hat mein Junge im Referat drüber gemacht. Ja, Die wurden alle So, und von jetzt schauen wir uns das mal Staub hinter den Kulissen versteinert. so, da vorne fließt das Lava runter, schnell. Hinter den Kulissen des Lavas. Warte mal, wie kommt man denn hier rein? Aufregend, ha? Geh mal vor, bitte. Und nicht stoßen, weil da müssen wir einmal gleich. Genau, jetzt geht's weiter, können wir noch weiter rein. Da nicht stoßen, genau. Und jetzt sehen Sie mal von der anderen Seite. Wow. Genau, so läuft das. Also mit Lichttechnik und. Und überall Eisenbahnen. Ja, genau, das sind immer die Schattenbahnhöfe, beziehungsweise. Das ist jetzt kein Schattenbahnhof, aber hier fahren die halt auch lang, ne? Wenn sie Okay, das ist ja, guck mal von außen jetzt. ja, dann kommt noch von außen, wenn ihr wollt. Noch ist was zu sehen. Noch ist was zu sehen. Hier. Warte. Nee, von außen ist hier, komm mit. Aber Gleich. Und 5000 Leute stehen da und warten. Und das passiert alle 10 Minuten. Genau, alle 12 Minuten, wenn die Nacht einbricht. Also der Tag ist 1 zu 87. Richtig, 1 zu 87. Das ist geil. Cool. Überall Dann lass Bahnhof. uns Ja, weitergehen, weil dann können wir noch was anderes in der Nacht sehen. denn die Nacht geht nur ein paar Minuten. Allein schon der Bahnhof hier, guck mal. Ich wollte euch was anderes sehen, weil das ist halt ein wirkliches Lichtspektakel. Er hat was ganz Spezielles. Also kommt her, wir sind in Hamburg. Genau, das ist in Italien, Atrani. Jetzt leuchtet es leider noch ein bisschen, aber das müsst ihr euch vorstellen, dass es überall halt so wie hier stark beleuchtet ist. Das ist ganz cool. Es findet wie nennt man das? Ein Stromausfall statt. Achso, wie das so üblicherweise in Italien passiert. Ja. Tatsächlich. So, jetzt wird es wieder hell. Das heißt, So. der Strom. Und jetzt zeige ich euch mal meinen absoluten Lieblingsplatz. Der ist gleich direkt daneben. Also Der Lieblingsplatz. das ist, wenn man hier durchguckt, ich weiß jetzt nicht, ob man es jetzt durch dein Objektiv sieht, wenn man es mit dem Handy macht oder auch mit einer größeren Brennweite, also ein bisschen teliger, sage ich mal so. Sieht's aus wie echt. Sieht es einfach aus wie in echt. Das ist auch gerade mit dem Wasser und auch diese schönen Häuser. Musst du mal von der Seite und dann legst du mal von hier auf dein Handy. Dann Mach mal. mal seitlich. Nee, hier. Und jetzt. Siehst du, sieht aus wie in echt. Sag mal, das hier, das war richtig Arbeit, oder? Ja, das war tatsächlich, da haben wir 4 Jahre reingesteckt in den ganzen Italien. 4 Jahre. das ist ja auch groß. Ich zeig mal so ein kleines Detail hier. Hier, allein das Da Detail vorne. hätte Monate gebraucht. Gibt's Pizza. Also ganz Italien, ne? Das Ganz Italien. ist ja noch nicht, hier haben wir eine lustige Knopfdruckaktion, da musst du auf die Mitte genau filmen, da sind so springende Delfine, die jetzt da rauskommen. Drück mal richtig drauf mit dem Daumen. So kleine Delfine da. Das sind Löcher. Löcher und da kommt ihr raus. Ja. Also kleine Kann ich mal Gimmicks so haben wir vom auch. Strand so machen? Okay. Und hier ist die Copacabana. Nee, Nee, das ist ja Rimini. Italien, Rimini. Oh, das fasziniert die Leute doch, oder? Ja. Guck Sag mal, die Bahnen sind natürlich auch italienische, ist ja klar, oder? Was sind die? Die Züge. Ja, die Züge sind jetzt natürlich länderspezifisch, dann in dem Fall italienisch. So, dann lassen wir uns mal weiter. Guck mal. Wir haben ja keine Zeit. Augenblick. Ich eile. Das habe ich eben gesehen, ein Festival. Genau, das ist das DJ Bobo-Konzert, weil wir jetzt hier in der Schweiz gerade sind. Das sind 20.000 Figuren, die wir alle selbst natürlich mit der Hand platziert haben. Nochmal, wie viel? 20.000 Figuren. Ihr habt 20.000 Figuren dahin geklebt. Ja, es kommt später noch ein Stadion, da sind 56.000 Figuren. Das zeige ich dir auch gleich mal. Sag mal,
Ist das irgendwie eine Strafarbeit gewesen für jemanden, der... Also beim Helene Fischer Stadion tatsächlich, bei 56.000 waren es 2 Wochen lang 3 Leute, die die ganze Zeit am Kleben waren, 8 Stunden. Das sind 20.000. Das sind jetzt hier 20.000, denkt man nicht, ne? Doch, viel mehr, man denkt, das sind 20. So, da vorne ist das Zeltlager. So eine Formelei mit den kleinen Figürchen. Da haben wir 3 Monate für gebraucht. Ich muss mal kurz ans Zielpunkt. Ja, ja. Da vorne ist übrigens der Zeltplatz, wo die dann anschließend... Zeig mal. Die ganzen Campingmobile. Und kleine Bands und ein großer Zeltplatz. Was auch nicht fehlen darf, sind kleine Dixie-Klos. Der Bierkasten, da gibt es Getränke. Und noch mehr Dixie-Klos. Der Bobo ist halt riesengroßer Wunderland-Fan und wir in dem Fall auch, also wir durften immer auf den Konzerten auch dabei sein. Der lädt uns jedes Jahr immer ein, wenn er irgendwo eine dicke Show macht, hier auch in Hamburg. Und ja, seitdem ist so eine Freundschaft entstanden. So, jetzt zeigen wir euch mal die witzigste oder die beliebteste Knopfdruckaktion des Wunderlands. Bitte. Das ist die Schokoladenfabrik. Die ist von Lindt. Da kommen kleine Täfelchen raus, die quasi in dieser Schokoladenfabrik gemacht werden. Und dann kann man drücken und dann kommt immer ein kleines Schokoladentäfelchen raus. Und das dauert immer ein bisschen. Es gibt eine kleine Verzögerung. Es wird der Automat leer, oder? Die Knopfdruckaktion, die war gerade tatsächlich vor 2 Tagen in der Reparatur, weil da Oder was? hat sich ein bisschen verstopft. Also das ist ein schwieriges Thema, will ich jetzt auch nicht ansprechen, aber Lindt hat irgendwie jetzt neues Verpackungssystem und dadurch. Ach so, das war exakt abgestimmt auf das System, was früher da war. Aber wir kommen schon dahinter, was wir jetzt machen müssen. Über wie viele Täfelchen reden wir denn da am Tag, die da rauskommen? Also beispielsweise in den Sommerferien, wenn wir wirklich 6.000 haben Täfelchen, dann kannst du auch mit mindestens 6.000 Täfelchen am Tag sprengen. Also es ist eigentlich so gedacht, dass wirklich jeder, der hierher kommt, kannst du so viele Besucher hier wie auch hier sind, so viele Täfelchen gehen meistens am Tag auch weg. Ist das so eine Werbeaktion, die Lindt sich dann auch was kosten lässt oder kauft ihr die ein? Nee, das ist gesponsert natürlich von Lindt. Das ist ja geil. Das heißt, die sponsern euch 6.000 kleine Täfelchen. Am Tag. Also kauft Lindt-Schokolade. Ja, wenn da. Es gibt überall was zu sehen, oder? Ja, tatsächlich. Überall. Da vorne ist ein Stau. Da ist ein Stau auf der Autobahn. Ja. Ich zeige euch mal den aufwendigsten, oder was heißt aufwendigsten, sagen wir mal den realistischen Abschnitt, wo wir 1 Jahr lang dran gesessen haben für 9 Quadratmeter. Venedig. 1 Jahr für 9 Quadratmeter. Für 1 Million Euro. Für 1 Million Euro. 1 Million, ja genau, 1 Million Euro. Aber es sieht super schön aus. Also es ist wirklich ein Hingucker. Es ist auch sehr, das ist halt wirklich, hier fahren keine Bahn, natürlich auch wie in Venedig, aber es ist super, super authentisch, gerade da, weil es kein einziges Haus entspricht dem anderen. Also es ist, jedes einzelne ist ein Unikat und es gibt es nicht im Bausatz und das ist einfach, wir haben gedacht, wir stecken da mal so viel Liebe rein, wie es nur geht und das ist so krass, haben wir noch nie gebaut. Ist euer Fan dann Google Maps oder geht ihr hin, macht Luftaufnahmen? Oder? Also wir besuchen die Orte tatsächlich. Also wenn wir was nachbauen, also beispielsweise in Italien, dann ist ein Team in Rom, das andere dann in Süditalien oder wie auch immer. Oder beispielsweise, wir waren alle zusammen, das ganze Team in Monaco und auch in der Provence. Und hier wieder mal so eine Stelle, die man nicht gut sieht, aber da sind auch überall Figuren drin. Ja, das heißt, also da muss man aufstehen, stellen wir mal hier einmal hin. Achso, man kann sich hier draufstellen? Ja, hier zum Beispiel hinter Batman und Superman ist der Karneval. Und das sieht man ja, wenn man nicht aufsteht und es nicht weiß, dann sieht man es ja gar nicht. Und genau, sowas haben wir halt überall. Ach, dafür sind hier auch diese Teile da.
dafür, genau, das ist extra dafür gedacht, nicht nur für Kinder, sondern extra dafür gedacht, dass man auch mal ein bisschen hinter die Kulissen Gebäude blicken kann. gucken. Genau, hinter die Kulissen. Okay, hier vorne ist Karneval. Der Karneval von Venedig. Genau, hier sind ganz viele Gondeln. Ach, die schwimmen wirklich. Die bewegen sich auch, genau. Also es ist eine Knopfdruckaktion wieder, ne? Hier hast du auch den Dogenpalast. Das ist hier mal witzigerweise mein zweitlieblingsmotiv, wo wir schon dabei sind. Können wir mal einmal gucken. Hier, wenn man von hier schießt. Ja, mach mal. Und dann kannst du mal. Man merkt, dass du Fotograf bist. Zeig mal das Bild bitte. So, und da kann man auch mal sehen, wie schön echt das dann aussieht. Ja. Das Genau, ist ein Eldorado für Fotografen, oder? finde ich auch. Also deshalb arbeite ich auch tatsächlich hier, weil es einfach super schön ist. Wir haben auch hier noch einen Scheinwerfer, der dann die Sonne simuliert. Also es gibt halt abends hier dann einen Sonnenuntergang, was super cool aussieht bei Nacht oder wenn die Nacht eingefädelt wird. Ihr habt ja Gäste aus der ganzen Welt hier in Hamburg. Wenn Leute aus Italien kommen, denen geht das Herz auf, oder? Ja, tatsächlich. Also wir hatten letztens gerade jemand aus Italien, die war auch in so einem Kostüm. Die hat auch mit uns die Kostüme gestaltet. Die hat auch in Venedig damals oder vor 2-3 Jahren, glaube ich, auch damals auch wirklich die Kostüme in Venedig gestaltet. Und die war jetzt letztens gerade hier und da geht eher, die war natürlich schon vorher mal da, aber das war einfach super cool mit ihr dann hier darüber zu sprechen. Und die war einfach fasziniert, wie geil das aussieht oder wie cool es aussieht. Ein Bootsunfall. Ja. Gut, dann wollen wir nach Südamerika, weil danach können wir dann sogar noch in die Bergstätten, ganz kurz. Sehr gut. Südamerika. Ich komme, ich eile. Also hier vielleicht noch einmal ganz schnell beim Petersdom, weil den sollte man vielleicht nicht... Genau, Nicht so. der Petersdom war eins der aufwendigsten Gebäude, die wir hier gebaut haben. Dafür haben wir 6 Monate gebraucht. Hier siehst du den Papst da. Da ist der Papst. Ja. Das ist er. Cool. Genau, 6 Monate für das Gebäude. Und das zweitlängste Gebäude ist das Kolosseum dahinter. Wow. Das hat eine Modellbauerin gebaut, 3 Monate lang. Und am Anfang war sie noch sehr motiviert, aber das Kolosseum sieht ja sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Sind alles, also die Farbtöne sind gleich und so. Und das war eine Heidenarbeit, sage ich mal. So Puzzle praktisch. Ja, aber sie ist natürlich mega stolz und das war ihr erstes Projekt und gleich so ein Riesenprojekt. Also das ist, Was sind das für Leute, die das sie machen? hat hier, ja, das ist sie, kann man auch genau sehen, da zum Beispiel hier ist Bruce Lee gegen, wie heißt denn der, wo immer die Witze gemacht werden, Chuck Norris, Bruce Lee und Chuck Norris, das ist so eine Filmszene, eine ganz bekannte. Und sie ist also auch so ein Filmfan und so richtig nerdy, dass sie steht halt so richtig auf so Davon Star sind Wars Dreharbeiten. und so weiter. Ja. Ganz schnell zu dem Viadukt, wo wir vorhin erzählt haben mit Gaston. Die Machtzentrale. Genau, hier ist dieses Viadukt, wo ich noch erzählt habe, über 1000 Steine. Ja. Diese kleinen Steinchen, das sind 1000 Stück hier, dieses ganze Viadukt. Und nee, ist alles gut. Sag nur, dass sie mal nicht reinkommen sollen. Genau, die hat er alle mit der Hand selbst festgeklebt. Und alle haben gesagt, ey, der ist verrückt, der Typ, dass er das macht. So, dann sind wir hier in unserem Abschnitt, der noch gar nicht eröffnet ist. Das ist Monaco. Ach so, das ist jetzt Top Secret, oder? Was heißt Top Secret? Nee, ist noch nicht. Also Top Secret ist es nicht, aber das ist halt, das ist noch nicht für die Leute zu sehen, ne? Ja, die sehen das aber an. Du könntest von außen halt gucken, ne? Guck mal, Papa. Das ist doch nicht fertig, oder? Nee, kannst ja genau hier und hier. Warte, ich komme. Ich hab Das mir Täfelchen. so eine Kette geholt. Einmal interessanterweise hier ein Motiv in Schwarz-Weiß. Ja, Wer kam denn Soll ich dir sagen, weshalb? auf die Idee? Da ist von Kelly, wie heißt die? Grace Kelly und ist das der Prinz von Monaco? Wahrscheinlich irgendwie so, ne? Auf jeden Fall, nee, das war eine Hochzeit damals und das Motiv gibt es normalerweise nur in Schwarz-Weiß. Achso, da habt ihr das in Schwarz-Weiß nachgebaut. Unglaublich.
Ich weiß jetzt, sie hat irgendeinen Schauspieler, Roger Moore, ich habe keine Ahnung mehr, wie der ist auch So, ich esse jetzt mal die Schokolade. So, und das ist. Genau, da wird seit 2014 dran gearbeitet, an einer Formel 1 mit 22 Formel 1 Autos, die wirklich diese 22 Meter lange Strecke, die geht noch da hinten weiter, wirklich selber quasi langfahren. Über so ein Halbach-Area läuft das und das soll dann über diese Platten langfahren und auch automatisch sein. Das automatische simulierte Rennen, wo jedes Rennen unterschiedlich ist. Und das, ja, und da sitzen wir halt super lang schon. Toll finde ich den Hinweis hier: Staub nicht feucht abwischen. Das heißt, das ist so gewollt, oder? Ja, klar. So, dann lassen wir uns weiter. Dach ist lose. Das ist ins Monaco, also wenn ihr es gesehen habt. Und hier vorne noch ein kleiner Blick in die Ferrari-Fans im Hochhaus. Und hier unten. Das ist echt cool gemacht, dass da so Gefällt's dir? Leute stehen. Ja, vor allem, dass da so viele Leute stehen mit Werbung, Die da jubeln. die jubeln. Die jubeln. Ich weiß nicht, Ich komme noch mal wieder. Das werden wir auf jeden Fall. Aber jetzt werden wir erstmal die Reaktion zeigen. Preis nochmal, was zahlt man hier? Eintritt im Moment. Ich kann die Preise jetzt tatsächlich nicht auswendig, aber ich bin der Meinung 15 Euro. 15 Euro Kann auch sein, ungefähr. dass es 20 Grad sind wegen Corona, aber normalerweise also zwischen 15 und 20 Euro. Also es ist bezahlbar, sagen wir es mal so. Ja. Absolut. Für den Aufwand. So, dann haben wir hier noch Südfrankreich, also die Provence besser gesagt. Hier kenne ich Ardèche. Genau, hier sind Lavendelfelder. Warte, ich zeig mal gerade die Ardèche. Gorge d'Ardèche. Und da sind die Lavendelfelder. Da sind wir noch am Überlegen, ob wir da auch Lavendelduft machen, aber wir glauben nicht, weil viele Allergiker gibt. Oben gibt es ja in der Kirmes auch Popcorngeruch. Bei den Lavendelfeldern wird es halt schwieriger, weil wie gesagt Allergiker tatsächlich darauf auch reagieren und wir wollen ja nicht, dass die Gäste triefende Augen haben, aber das war so der Anfangsgedanke. Und da habt ihr unzählige Computer auch hier, oder? Die im Betrieb sind. Ja, auf jeden Fall. Ich kann dir aber keine Zahl gerade nennen, ich weiß es nicht. Router. So, dann auch nach Südamerika. Nach Südamerika. Auch nach Südamerika. Ich fasse es nicht. Es hört gar nicht mehr Hier auf. haben wir eine Brücke, die haben wir extra drüber, dadurch, dass es hier natürlich Weltkulturerbe ist, die Speicherstadt, war es sehr, sehr schwierig, die zu bauen, weil wir super viele Auflagen bekommen haben. Die habt ihr gebaut. Die haben wir bauen lassen, aber wir haben die gebaut quasi und natürlich mit der Stadt zusammen. Aber So, ich guck mal gerade hier raus, dass man einmal sieht. genau. Das ist, Dahinter wäre jetzt die Elbphilharmonie hinten links. Jetzt haben wir ja auch Hochwasser, man sieht es. Normalerweise ist es nicht so hoch. Es läuft fast schon unten rein. Ja, und der Blick ist halt super schön, ne? Und genau. boah, hast du einen geilen Job, ehrlich. Und dann haben wir hier haben wir uns überlegt, die Reise von Europa quasi in die neue Welt wollen wir schlagen. Und da gibt es verschiedene Szenen. Wir nennen das die Welt von oben. Durch diese Auflagen, die so ein bisschen schwierig waren, wegen der Weltkulturerbe und der Brücke, durfte es nach außen hin nicht zu sehen sein. Also die Brücke musste aus Glas sein und man darf hier nicht so hoch bauen. Und deshalb haben wir das jetzt so gehalten. Aber So, die Container sind okay. genau, das ist das Höchste, was hier ist, aber die werden versteckt durch diesen Pfahl quasi. Verstehe. Und genau. Ja gut, das hat aber alles seinen Sinn. Das soll ja hier in der Speicherstadt soll ja so aussehen wie früher. Viele Gebäude sind ja neu. Und das sieht man nicht, weil die genau in dem Stil gebaut worden sind. Ja, die Gebäude, die neu sind, genau, die wurden ein bisschen angelehnt. Aber irgendwann geht es später zur Hafen City und da siehst du dann auch ganz moderne Gebäude. So, das ist jetzt Rio. Rio. Hier zum Beispiel die Copacabana. Da haben wir jetzt auch 4 Jahre, 2017 haben wir angefangen im November und letztes Jahr jetzt gerade im Dezember haben wir den Abschnitt eröffnet und haben das zusammen, damit es authentisch ist, mit Südamerikanern gebaut. Also wir haben ganz viele von unseren Modellbauern nach Argentinien, das wurde in Argentinien oder in einer kleinen Nachbarstadt von Argentinien gebaut mit der Familie Martinez und dann haben wir das hier gebaut mit denen zusammen und dadurch jetzt, als Corona kam, mussten wir natürlich die Leute dann da abziehen und dann haben sie den letzten Rest, das letzte Ende dann alleine gebaut, das letzte Jahr. Aber
Das ist faszinierend, Aber oder? genau, aber wir waren ständig mit denen in Kontakt und das ist genau. Also nochmal, das ist jetzt recht neu, oder? Das ist der neueste Abschnitt, genau. Der ist jetzt seit Dezember, Anfang Dezember ist eröffnet worden. Und man sieht doch den Unterschied zum Anfang, wo alles noch ein bisschen verspielter war. Hier geht der Realismus um, oder? Pur. Genau, also das war uns natürlich wichtig. Das sieht man gleich in den Favelas vor allen Dingen besonders. Dass die sind Favelas? Favelas gibt es auch, genau. Die Favela, genau, ohne das S. Die Favela. So. Und Das habe ich ja schon mal gesehen. Sag mal, auf was für Ideen ihr alle kommt. was hast du? Auf was für Ideen ihr kommt. Ja. Der Jetski. Sag was. Ja, was ich hier besonders finde, halt, dass es halt mal so ein ganz anderer Stil ist, weil in Südamerika oder jetzt hier in dem Fall in Brasilien sieht es ja auch anders aus. Zum Beispiel selbst hier bei den Graffitis siehst du es. Bei uns sind ja eher so die Graffitis so mit Tags und so weiter, aber da gibt es ganz viele Wandmalereien und das finde ich besonders gerade. Und sowas versuchen wir dann natürlich auch wiederzugeben. Hier war es auch ganz schwer, weil es solche Züge gar nicht gibt auf dem europäischen Markt. Also zum Beispiel hier, das ist alles Handarbeit. Dass wir die haben wir selber gebaut, die Tram, das ist die alte, es gibt eine alte und eine neue Tram, Straßenbahn in Rio und genau, und dann mussten wir selber sozusagen alles handfertigen Ja. und hier siehst du es auch mit dem Regionalzug. Da ist ganz besonders, bei denen gibt es auch Abteile, die nur für Frauen sind und das haben wir dann am Computer gezeichnet, fräsen lassen und später dann auf einen Zug, ich glaube es war Märklin oder so, zumindest so als Chassis quasi darauf aufgebaut. Und das ist hier der Zentralbahnhof von Rio. Ihr werdet ja nicht müde, oder? Das Nee. heißt, die Welt ist ja noch groß. Die Welt ist noch groß und wir haben jetzt erstmal geplant, noch Südamerika zu bauen, also noch weitere Teile, Patagonien, die Antarktis und den Regenwald vor allen Dingen, das wird, glaube ich, ganz besonders, der Regenwald mit den ganzen Bäumen und dem Dschungel quasi davon. Und dann wollen wir danach dann mit Asien anfangen und danach dann wahrscheinlich Afrika oder Australien, aber vermutlich Afrika. Das steht aber noch in den Sternen, aber wir bauen auf jeden Fall weiter. So, und das Und ist der Karneval. Genau, das ist der Karneval. Der bewegt sich auch, wenn man, aber der Cooldown läuft gerade noch. Das ist aber gerade im Dunkeln ist der besonders. Da können wir ja vielleicht gleich nochmal hingehen, wenn es dunkel wird. Mhm. Die Favela erstmal. So, und das ist hier zum Beispiel ein Grund, warum wir es wirklich mit den Südamerikanern zusammengebaut haben. Weil in unserem Kopf waren die Favelas eher so wie hier vorne, wie man es so sieht, dass es so viel bunter ist und gar nicht so, dass es wirkt ja sehr, sehr, sehr neutral von den Farben oder alles so ein bisschen brauntönig gehalten. Und wir haben als Europäer oftmals einfach nur dieses Bild von irgendwelchen Drogen, Kriminalität von Rio. Und da ist auch noch was, da gibt es ja eine ganz besondere Jugendkultur, da gibt es Sport, klar ist es ein Abendviertel, aber wir haben halt dieses Klischee im Kopf und das wollten wir halt nicht darstellen so. Gut, das heißt, ihr habt euch Hilfe genommen, es ist echt. Genau. Möglichst authentisch. Komm, wir schauen mal in so eine... Witzig, das ist ein Fußballspiel. Ja. Das ist so, wie man es aber auch wahrscheinlich auch kennt, so in den Gassen. Kommst du ran? Cool. Hast du schon cool gemacht? Der Zaun ist sogar kaputt. Hier leben die Leute. Seilbahn. Sag mal, das ist Eldorado für Fotografen. Schade, dass ich kein langes Objektiv dabei habe. Ja. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Was hast du denn? EF-Mount? Nee, ich habe einen
E-Mount von Sony. Das Schlimme ist dabei, ich habe einen 10 mm drauf. Ja, ist mir schon ist mir schon aufgefallen. Aber wenn du möchtest, wir haben ganz viel Material an Beauty Shots. Also wir teilweise auch mit Polecam, dass wir hier so wie so Hubschrauberaufnahmen sieht es da aus. Ich kann die einbauen. Was hältst du davon? Das kann ich dir alles schicken. Das kann ich dir, also da haben wir dutzendweise an Material. Dann baue ich das mal ein jeweils, dass Ja. man auch mal sieht, wie das wirkt. Ja, das kann ich dir alles zur Verfügung stellen. So, wie viele Jahre habt ihr gebaut hieran? 4 Jahre. 4 Jahre. Und ich glaube 1,6 Millionen war das oder so. Ich guck mal kurz. Aufwand. Weil die neuen Zahlen habe ich noch nicht so von dem Abschnitt noch nicht im Kopf. Genau, also es sind 46 Quadratmeter, 1,5 Millionen, 60.000 Arbeitsstunden, 20.000 Figuren, 18.000 LEDs, 423 Meter Gleislänge und 85 neue Züge. Und es gibt überall was zu sehen, egal wo. Also jetzt, ich gehe mal hier mal wahllos hier auf das Gebäude. Da sitzt eine Dame im Bikini. Dann hast du hier vorne ein Gebäude. Ist überall. Ja. Ein riesen Wimmelbuch. Das ist auch, genau, das ist so ein Reinigungszug. Die reinigen die Anlage. Der Abstauber. Der Abstauber, richtig. So, hier oben drauf. Ja, komm, wir gehen nochmal in die Werkstätten. Das war das. Ich zeige euch noch das letzte, was ich noch zeigen wollte. Ja. Und ist schön? Ja. Du findest es toll. Regenwald kommt. Genau, das ist dieses Helene Fischer Stadion, von dem ich dir erzählt hatte. Das sind 50.000 Figuren. Inzwischen müssten es sogar noch mehr, ich glaube 66.000 Figuren sein. Und wie gesagt, da ist jede Figur einzeln aufgesteckt. Das hat mehrere Wochen gedauert. Ich glaube 3 Leute waren da täglich dabei und jede Figur konnte man für 10 Euro kaufen. Es gab auch noch Sonderfiguren, die noch ein bisschen teurer waren. Aber wir haben damit eine $500.000 Euro eingespielt, die wir dann an ein Herz für Kinder quasi weitergegeben haben als Anzahl der Figuren Benefit-Konzert. 56.000. Richtig. Also müssten jetzt sogar 66.000 sein. Oder nee, für 10.000 Figuren. Ja, Egal, es sind 10.000. Ja, also ich glaube so zwischen 56 und 60.000. So, jetzt sieht man auch mal, warum da hinten keiner sitzt, ja, auf der anderen Seite. Man kann nichts sehen. Ursprünglich war halt meistens immer doch der Song hier Atemlos von Helene Fischer zu hören. Aber das haben wir jetzt dadurch, dass die Favelas drüben auch schon sehr laut sind, wollten wir das nicht dann, die Atmosphäre dadurch Kaputt machen. sage ich mal so. So, ich ziehe nochmal zurück. Also wenn ihr euch wundert, ich filme ja normal immer nur mit Festbrennweite. Aber ich kann machen 10 bis 18. Also 18 ist das höchste der Kannst du ja Gefühle. noch ein bisschen rancroppen. Was ist hier eigentlich? Genau, das ist hier ist so eine Art Schattenbahnhof, weil wir hier unseren zweiten Leitstand da haben. Das ist so ein Mini-Leitstand. Da sind, wenn mal hier irgendwas auf der Anlage passiert, da hinten sind so 2, 3 Plätze für Leute. So. Okay, das finde ich aber gut. Die Leute können auch sehen, was passiert, gell? Ja, genau. Was vielleicht ganz lustig ist, das hier, das finde ich ganz schön. Dann hat man gleich so am Anfang so ein Azteken-Feeling. Dann weiß man ist in einer neuen Welt oder in einer anderen Welt. Ich habe noch was gesehen. Was hast du denn gesehen? Hier drin sogar. Was denn? Oskar, wir müssen. Wir haben doch keine Zeit. Aus der Wikingerzeit? Ja. Da gab es noch sogar den Megalodon zu sehen. Also ich finde das war Also für alle, die einschalten, wir sind im Miniatur-Wunderland in Hamburg und kommt vorbei, investiert die wahrscheinlich 15 Euro oder 20, was es gerade ist. Und vor allen Dingen guckt euch auch mal die Videos auf unserem YouTube-Kanal an. Also wir Miniatur Wunderland YouTube-Kanal, da sind super viele Filme. Jeden Einfach. Sonntag kommt immer ein Video um 9 Uhr raus. Jeden Sonntag. Genau, eigentlich in der Regel. So. Hi. Privat kein Zutritt. Genau, wir haben 2 Modellbauer, die einmal einen alten, das ist hier der alte quasi, und noch einen neuen, der ist ein bisschen kleiner. Genau, hier sind einmal zu den Figuren. Ihr habt quasi
Ein kleines Einzelhandelsgeschäft Genau. an Figuren. Ja, und hier kann man eigentlich aus allen Figuren was bauen. Seid ihr der wahrscheinlich der größte Abnehmer für Figuren, oder? Auf jeden Fall. Also Der Welt. Der auf jeden 100%ig. Ja, genau. Hier ist alles geordnet halt, wenn man irgendwas braucht. Und dann vorne sieht man halt immer, was zum Beispiel hier drin ist. Und dann ist es bis hinten, kann man sich dann immer mal eine rausnehmen, wenn man nur eine davon braucht. Oder Es so. wiederholen sich auch mal Figuren. Ja, das genau. Es wiederholen sich immer Figuren auch. Und Tiere. Also es gibt alles, dass man was zusammenbauen kann. So, Tiere. Und die haben Werkstätten, die haben Licht. Und das ist ja ein Fulltime-Job, ja. Das ist so ein, ich sag mal, die bringen nicht Geld mit, sondern die werden auch dafür bezahlt. Klar. Weil das Man ist, darf das Wort basteln tatsächlich hier nicht erwähnen, weil nein, es ist wirklich ist Modellbau. Bau, genau. Ja. Aber wir finden es halt, also gerade unsere Kreativabteilung sagt immer basteln, weil wir halt das so empfinden, so auch, weil wir ja auch basteln bei uns am Rechner beispielsweise, wenn wir irgendwie was zusammenschneiden, Filme und so. Aber stark ist, das hier ist jetzt für Formel 1. Das heißt, es wird langsam. Genau, das ist für Monaco, Formel 1. Hier siehst du das Casino, was ganz cool ist. Das ist das Casino von Monaco. Hier siehst du auch die Casinotische, das ist wieder was für eigentlich nur innen drin und wir bauen es extra. Ich glaube, man könnte, wenn man reinguckt, natürlich, dann entdeckt man es, aber es ist wieder versteckt. So, und Farben. Das Wasser wird wahrscheinlich gestellt von euch. Ja, das war klar. Getränke gibt es umsonst. Nee, der baut hier eine Veranda. Der baut eine Veranda. Ist auch ganz cool, finde ich. Boah, ist das aufwendig. Überleg mal, an einem Teil. Ja, ich weiß nicht, wie lange der sitzt da dran. Also gerade Tino, der jetzt hier, das ist sein Arbeitsplatz, der ist jemand, der sehr filigran arbeitet. Der hat ein Mountainbike tatsächlich mal gebaut für die Provence, glaube ich, oder Monaco. Aber da hat er 6 Stunden für einen Mountainbike-Fahrer gebraucht. Also der ist crazy. Tino. So, da vorne ist. Gut, dann. Ich komme. Ja, warte, alles gut. Ja. Ich zeig dir noch mal kurz hier so. Hier haben wir halt alles so, was man so sich vorstellen kann. Ne? Wenn du jetzt irgendwie einen kleinen Bus brauchst, irgendwas von der Feuerwehr oder hier fehlt was. Das sind alles so Ersatzteile, ne? So Mach mal VW, PKW bitte. BMW oder was Nee, meinst du? eins runter. Da. Genau, da ist jetzt gerade nichts drin. Aber das sind nur die kleinen Sachen. Wir haben auch noch, wir haben auch noch eine größere Abteilung. Das ist nur, wenn man mal ganz schnell was braucht. Ja, so das, Genau. das Handlager. Genau. Hier Rasen und alles. Büsche. Rasen. Sag mal, ihr seid Wahnsinn. Also man muss sich das angeschaut haben, weil das hat ja nur einen einzigen Zweck, das Ganze. Das soll die Leute happy machen, oder? Ja. Oder? Ja, auf jeden Fall. Apropos Happy. Was ist das denn? Das sind unsere Feuerwehr-Special-Autos. Da haben wir, das sind die meisten davon tatsächlich Geschenke von irgendwelchen Fans und wir haben das jetzt hier, also ich glaube, es gibt nicht ein Fahrzeug, das es hier nicht gibt, das hier nicht präsent ist, sag ich mal so. Es gibt THW, Feuerwehr, alles. Ja, genau. Also wir arbeiten ja auch viel mit der Feuerwehr, mit der echten jetzt zusammen und auch mit der Polizei und So als Berater so ein bisschen, dass sie sagen, das ist echt und so. ja, zum Beispiel, aber auch viele Aktionen mit denen einfach, weil das passt irgendwie zusammen, ne? So. Ich folge mal unauffällig. Jetzt wird's spannend. Genau. So, dann haben wir hier den zweiten Modellbau. Danke dir. Wofür? Ich wollte gerade sagen, eigentlich erst raus, dann rein. Aber alles gut. So, genau. Monaco. Das ist jetzt alles für Monaco. Hier siehst du auch. Die werden halt dann tatsächlich, hier siehst du ja schon, dass es beleuchtet ist, wenn man da mal reinfilmt. Das ist schon beleuchtet worden. Drüben da in der Elektronikabteilung wird es beleuchtet. Und danach werden teilweise Sachen noch ausgeschmückt. Also meistens ist es so, dass die Modellbauer was bauen, so dass die Beleuchter noch dran rankommen und nicht irgendwie so kleine filigrane Sachen schon dran gebaut worden sind. In dem Fall jetzt das hier wahrscheinlich schon, weil da würden sie nichts Wir haben eine gute Nachricht. Wir sind durch. Denn es geht für dich noch ins Fitnessstudio, oder? Ja, richtig. Ich bin mit meinem Bruder im Fitnesscenter verabredet.
dass wir das mal sehen. Also, wenn ihr herkommen wollt, kommt nach Hamburg in die Speicherstadt. Ihr seid so nahbar, ihr seid so nett, ihr seid überhaupt nicht abgehoben. Das finde ich total klasse. Ihr habt Millionen von Besuchern bisher gehabt. Was haben wir eben gezählt? Wie viel waren das? 15 Millionen oder was? 20 Millionen Besucher. 20 Millionen Besucher. Und hier kann auch jeder mal so reingucken. Das heißt also für Große und Kleinen ein Riesending. Ihr macht Führungen. Die Führungen sollte man aber früh noch angemeldet haben, oder? Meistens kann man tatsächlich am gleichen Tag noch welche buchen. Also klar, wer den frühen Wurm fängt. Und die Führung dauert wie lange? 60 Minuten, aber es gibt auch, ich glaube, es gibt auch 2 kürzere Führungen. Also gerade die Italien-Führung ist ein bisschen kürzer. So, Extended Version. Könntest du mir einen Gefallen tun? Erzähl. Könntest du mir ein paar Karten geben, die wir mal verlosen? Dass wir einfach mal sagen. Tatsächlich Nee, nicht heute. So. Einfach mal schicken, Codes oder so irgendwas, dann würde ich dir das hinterlegen. Also kann ich dir jetzt noch nicht versprechen, aber ich denke mal, das sollte. Das kriegen wir vielleicht hin. Also dann werde ich das mal in den Text reinschreiben, Ja. wenn wir welche kriegen. Oder wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann kaufen wir einfach welche. Das ist so. Und dann laden wir mal eine Familie ein. Hier kommen viele Familien, gell? Es kommen viele Familien auf jeden Fall. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall. Ich vermute, es geht klar. Also das Einzige ist halt immer dieses Verlosen. Wir machen meistens nicht diese Verlosungstipps, weil Passt. Ich aber ich denke schon, dass es in Ordnung Ich mache nur 1, 2, weil das haben jetzt so viele Leute gesehen, die müssen dich auch mal sehen. Du bist auch wirklich jemand, der hier arbeitet. Du bist kein Schauspieler, der das Ganze jetzt. Du hast das so cool drauf. Du bist Danke. seit 7 Jahren hier. Genau. Du bist jetzt, wie alt bist du? 36. 36. Das heißt, du hast mit 29 angefangen. Was hat so dein Umfeld gesagt? Also gesagt, ich arbeite jetzt im Miniatur Wunderland. Mein Papa ist ein riesengroßer Fan, der kommt auch 1, 2 Mal im Jahr tatsächlich her, obwohl er in Göttingen wohnt, also immer wenn er hier in Hamburg ist, und der guckt sich jedes Video an von mir, ist super stolz. Also Was hat dich jetzt verschlagen nach Hamburg? Ich bin Hamburger. Du bist Hamburger. Okay, super. Ja, vielen Dank. Und sag doch mal deinen YouTube-Kanal, wie heißt der? Unser YouTube-Kanal heißt Miniatur Wunderland einfach. Also ganz einfach eingeben bei YouTube, da kommt man drauf. Ich werde es auch nochmal verlinken. Also geht ruhig mal drauf. Ihr habt, glaube ich, über 1 Million oder Abonnenten oder was? Also 300.000? Wir haben bei YouTube 360.000 Abonnenten und bei Facebook sind es 1,5 Millionen. Großes Kino. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal aus dem Miniatur Wunderland am 17. Februar 2022. Und das letzte Bild sind hier diese Eigentumswohnungen aus Monaco, die ich mir niemals leisten kann. Tschüss und vielen Dank, Oskar. Tschüss.